Was geht? Willkommen zu Hitman 3. Wenn ich mich so zurückerinnere, damals, wo ich mir den aktiven Stream, also wirklich aktiv Stream angefangen habe, da habe ich mit Hitman angefangen, also mit Hitman 2. Und jetzt ist der dritte Teil am Start, also im Xbox Game Pass. Und dann dachte ich mir, kann man den ja auch mal zocken. Ich hoffe, es wird alles funktionieren ohne Probleme. Cam funktioniert leider nicht, dann ruckelt das. Also die Cam ruckelt dann leider bei Hitman. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Story rein. Hab's einmal angetestet. Ich hoffe, es läuft. Wir werden sehen. Ansonsten machen wir einen Spielwechsel. So, ist das auch? Ja. Okay, let's go. Einsatzziele, Ankunft. Let's go. Einfach rein da. Achso, das ist Tutorial. Jetzt sind wir im Tutorial, ne? Ja, ich habe, glaube ich, das Tutorial gemacht. Ich will kein Tutorial. Ich will die Story. Ich weiß, wie Hitman geht. Also ich glaube, ich weiß noch, wie es geht. Hitman 3. So. Ach, guck mal, eine ganze Trilogie. Geil. Hitman 1 habe ich eigentlich noch gar nicht gespielt. Ich habe mit Hitman 2 direkt angefangen. So, jetzt aber. Jetzt geht's Agent los. 47 and Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. Unknowingly, they have been hired by a shadow client to target a number of operatives of Providence, a secret organization working in the highest echelons of power. Providence's controller, the Constant, approaches Diana and makes her a deal. Eliminate the shadow client and learn about 47's past. But when 47 discovers that the shadow client is Lucas Gray, his lost childhood friend, he and Diana switch sides to fulfill an old pact: destroy Providence. Together, they manage to capture the Constant, forcing him to reveal the identities of the 3 Providence partners. Eliminate them, and the war would be over. However, the Constant has an ace up his sleeve. Aha. Let's go. Rein in das Chaos. Erste Mission. Ich bin gespannt. In the shadows, behind the everyday world, beyond the headlines and the seats of power, a hidden hand. A kind of company known as Providence. To it, we were just assets to use and throw away, to do the unthinkable, the unforgivable, and it never gave us a second thought. Until now. After decades in the shadows, we are fighting back. Me and 47. Much has been lost, but we are closer than ever. We trapped the Constant, Providence's chief controller, and finally learnt the names of its 3 partners. In their downfall, we lay the past to rest. And just maybe, look towards the future. 47. It's time. Partners are down there. You know, I never planned this far ahead. You never do.
I see someone got his memory back. Wait, is that a beacon? Oh shit! Das war knapp. Base. Alexa Carlisle's helicopter just took off. Confirm target locations, over. Diana, what's the status? Right. We have a situation. Carlisle has left the building. And I think I know why. The Constant has escaped. He persuaded one of the sailors into setting him free. And since then, he's been seizing control of Providence assets and resources. I can only assume Carlisle is rushing to contain the damage. If she slips away again, We'll keep track of her. Make sure she doesn't. Meanwhile, the plan stays the same. Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar Al-Ghazali. Marcus Stuyvesant is fifth-generation old money. His family made its fortune in real estate and banking, and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War, and later established a globe-spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run. right. This is our moment, 47. Providence ruined our lives with the flick of a pen. Today, we return the favor. Happy hunting. Also was mir schon mal aufgefallen ist, dass es jetzt richtige Cutscenes gibt. Nicht einfach nur Bilder, wo da ein bisschen gelabert wird, sondern geht jetzt richtig los hier. Mit schön animierten Bildern hier. Was? Einsatzziele, die beiden müssen wir also ausschalten. Planung. Da haben wir ja jetzt noch keine anderen Orte. Wir sind ja noch relativ am Anfang. Und Waffen. Haben wir auch noch Klavier. Schmuggelobjekt haben wir auch noch nicht. Müssen wir alles auch noch finden. Müssen wir halt nur mit der Klavierseite rein. Let's go. Schwierigkeit Profi. Okay. Werden wir sehen, ob das klappt mit Profi. Welcome to Dubai, 47. Today is the inauguration of the Scepter, and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation, while a paranoid Carl Ingram has ensconced himself in his penthouse suite, security on highest alert. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. Dankeschön. 47. Come in. 47, do you copy? I'm here. Are you in position? I'm heading towards the point of entry. Good. Get back to me when you're there. Fallen lassen. Dann gehen wir hier runter. Ich glaube, ich muss das ein bisschen leiser machen vom Audio her. Lautstärke machen wir mal 5 leiser. Ich glaube, es ist immer noch zu laut. Die Musik ist vor allem. Machen wir generell mal die Musik ein bisschen leiser und machen wir auf 12. Wie schlägt der Pegel jetzt aus? Okay, ein bisschen geht noch. Ja, jetzt wo die Musik nicht mehr so hart dröhnt, passt das. Klettern wir mal ein Ründchen. Moin Streety LP. Was geht? Die kleine Streety ist am Start. Locked. 47, use your camera and scan the lock, will you? I think I can override the Windows controls from here. Kamera. Ich danke dir. Klavierseite mal ausrüsten. Danke für dein Double Support, 3D. I'm in position. 47, the inauguration is taking place close by. Once you've infiltrated it, get your bearings. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute focus on this one. If Ingram and Stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good.
We are so close, 47. Don't worry. Oh, eine Münze. They're not going anywhere. Nehmen wir doch mal mit. Wir kriegen das schon hin. Wir sind Agent 47. Wohin kommen wir? Mal schön umgucken. Vielleicht ist ja hier irgendwas Sammelbares. Sieht aber nicht danach aus. Was haben wir hier? Might. Irgendein Heftchen. Sehr, sehr viele Heftchen. Haben wir hier irgendwas? Ein Getränkeautomat, Kaffeeautomat. Alright. Wir müssen wohl direkt rein. Let's go. Ah, direkt schon einen schicken Anzug hier. So gefällt mir das. Oh, hallo. Schönen guten Tag. Flugbad, willkommen im Zepter nehmen. Guten Tag. Überwältigen. Hallo. I would like to thank my cousins, without whose friendship and influence this achievement might not have been possible. Thank you. I'm proud to yet again immortalize our great family name. But most importantly, this building is for all the people of Canal, which is today the tallest building in the world. Da freuen sie sich aber alle. So, I'm humbly proud to open the Bird Owl Bizarre. Wow. Ey, ich hätte eine Schrotflinte, hätte ich hier alle weggeknallt hier. Einfach aus Prinzip. Now, please, be my guests and celebrate. And thank Ja. Hoffentlich gibt's Alkohol. Wir ein bisschen was saufen. Dürfen wir da hoch? Glaub nicht, ne? Wenn die Wachen hier schon so verdächtig stehen. Hätte ich auch noch mal eine schöne Anrede hier gemacht. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Uiuiui, aber viele Menschen hier. Hello. Guten Tag. Hello, I don't mean to pry, but upstairs, do you by any chance know who's staying there? I hear it's not just the Royal Highness. I can't help you. Talk to security or contact HR. What happens upstairs is none of my business. Well, I was just curious, but thanks for your time. This was a lead. Gibt's hier was zu saufen? Da sieht irgendwas aus, als könnte ich. Oder ich kann mich da nur hinstellen. Aber ich bin ja auch bestimmt jetzt nicht in der richtigen Verkleidung, dass ich das jetzt hier bringen könnte. Da ist nochmal eine Münze, die ich aufsammeln könnte. Münze nehmen. Haben wir jetzt schon 2? Oh, guck mal, hier sind noch mehr Münzen. Die nehmen wir doch mal alle, wenn die hier schon liegen, ne? God help me if I drop any glasses today. Meckern die rum, wenn ich hier hingehe? Okay. Ich tauche mal wieder unter hier. Babadababa. Ich existiere gar nicht. Wonderful party. Omar, you have a 47. I would like to address the Providence partners directly. I want them to know why this is happening. And I have an idea, but it requires you finding a map terminal. Ich glaube, wir können das nochmal ein Stückchen lauter machen. Jetzt haben wir die Musik dafür leiser gemacht. Machen wir mal nochmal um 2 lauter. So, interagieren mit dem Terminal. Listen, I want to talk to the partners directly. Make them understand why all of this is happening. And that terminal gives me an idea. There's a server room near the Sheikh's personal reception. If you can gain access to it, we might be able to recover useful intel from it.
We Aha. have to work together to hack the system, but it's our best shot. Knopf drücken. Heute ist mein großer Tag. Hallo? Achso, ich muss so machen. Aha, das wollten wir doch haben. Jetzt haben wir irgendwas. Story-Ding hier. Wie die Mächtigen fallen. Aufgepasst, ich möchte direkt mit den Partnern sprechen, damit sie begreifen, warum all das hier geschieht. Und dieses Terminal bringt mich auf eine Idee. Achso, das hat er ja schon gesagt, ne? It looks like the staff area could provide you with a viable route to the server room. Would explain that guy's more eccentric. Die ist ein bisschen verbuggt gewesen. Black Gold Bar. Alter, so viele Menschen hier. Da kriege ich Mordlust. Gibt's hier was zu saufen? Bin eigentlich nur hier, um zu saufen. Ah, guck mal. Vergiften. Aha. Hey, how are you? Nehmen Getränkedose. Oh, nehmen wir doch mal. Und Sie so, der Herr? Was machen Sie hier den ganzen Tag? Stehen nur hier rum, oder was? Oh, warum nicht, ne? Aha, unbefugtes Gebiet? Ach, das ist die Toilette. It's a fine day today, isn't it, sir? Ja, es ist okay. Ist ein bisschen heiß hier, aber was soll's. Ui, was für eine Aussicht. Alter, so hoch über den Wolken, ey. Crazy. Kann ich pullern? Okay. Manipulieren, Toilettenbedienung. Mister, is this your work? I think it is. You! What the hell? Ow! My God! Someone please! Shit! Jetzt haben wir ein Problem. Ich könnte ihn töten, aber jetzt sind hier 2 Verdächtige und ich habe noch gar keine Verstecke. Jetzt liegen die hier einfach beide, aber jetzt könnte ich deren Verkleidung nehmen. Nur das Problem ist, wo verstecken wir die Herrschaften? Mal nicht, dass hier noch jemand auf die Toilette kommt. Haben wir irgendwas, wo wir die verstecken könnten? Die werden sich sicherlich auch an mich erinnern. Wenn ich hier kein Versteck für die finde, dann haben wir ein Problem, sobald sie wieder wach werden. Der wird das melden. Codekarten, Lesegerät. Ja, was haben wir hier? There's quite a bit of security here. Ah, guck mal. One moment. You ready for some more fresh air, 47? Ja. Und beseitigen. Der hat mich ja nicht gesehen. Den müssen wir nicht töten. Ach nee, wir müssen den eigentlich, theoretisch müssten wir den eigentlich auftöten. Gibt zwar weniger Punkte, aber das ist mir egal. Ich mach das auf meiner. Liegt er da halb nackt. So, mein Freund. Oh oh, oh oh. Oh, scheiße. Und da haben wir den nächsten. Jetzt haben wir ein Problem. Er kommt. Hallo. Scheiße, jetzt schon 4 Leute. Jetzt sind schon 4 Leute geworden. Oh, tschüss. Und rein mit dir. Ah, der eine ist ja auch noch wach, ne? Warte mal. Shit. Der eine ist ja nur bewusstlos, aber den haben wir da schon reingeworfen. Das ist natürlich blöd. Was steht da? Achso, nur verkleiden. Öffnen? Achso, das ist die Tür. Lol.
Wenn jetzt noch einer kommt, wenn ich hier eine Leiche am Schleppen bin. Und ich glaube, da kommt jemand, oder? Nee, nee, okay. Wir haben noch Ruhe. Aber den einen, den wir da... Ja, es wird problematisch, ne? Beseitigen voll. Oh, oh. Ja. Wohin denn mit euch, ihr Lieben? Scheiße. Einschalten. Warum haben wir einen Speicherpunkt? Ich hab's ein bisschen verkackt, würde ich sagen. Da haben wir ihn K.O. geschlagen. Da sind wir bei den Getränken. Dann gehen wir doch lieber mal da bei den Getränken nochmal hin. Wir können da nur 2 Leute reintun. Nur 2 Leute können wir da reintun. Aber wir wollen die Verkleidung. So, mussten wir ja hier hoch. Guten Tag. Oder bin ich jetzt komplett falsch? Nee, die Toilette war doch hier unten. Lost. So. Wir brauchen halt unbedingt die Schlüsselkarte, ne? Und hier sind 2 Leute. Wie machen wir das jetzt? So, ich gehe jetzt mal auf die Toilette. Da kann ich mich nirgends verstecken, ne? Oh. Betreten. Also ich kann mich doch verstecken. Ja. Okay. So, er ist K.O. Er hat mich nicht gesehen. Jetzt müssen wir ihn auch nicht töten. Aber sobald er wach wird, haben wir ein Problem. Dann wird unsere Verkleidung auffliegen. Deswegen... Gar nicht auffällig, ne? Kommt auf einmal nur so ein Glatz. Habe ich die Schlüsselkarte? Fehlende Schlüsselkarte. Ja, dann haben wir wohl noch was zu tun. Schließen wir die Tür nochmal. Und nochmal rein da. Oh, er kommt ja... Ah, er kommt. Und gute Nacht. Hab schöne Träume. Da haben wir die Schlüsselkarte. Und 2 Verdächtige. Aber die haben mich ja nicht gesehen. Also ist nicht so schlimm. Das wird interessant, ne? Wenn die so bald so wach werden. Da ist der eine Dude, der sich die Hände wäscht. Oh, wir sind ja jetzt ein Mitarbeiter. There's quite a bit of security here. One moment. You ready for some more fresh air, 47? Danke dir für dein Lurk, Odin. Ja, wir schauen uns mal weiter um hier. Haben wir Sicherheitspersonal. Personalflure. Münze einwerfen. Ah, lecker. Erstmal eine schöne Dose hier. Oh. Unbefugtes Gebiet. Probably still down in the depot, getting his uniform. I just hope he's got his papers with him. I heard rumors that he used to work for that Dawood Rangan.
You know, the Bollywood producer who Wenn died die mich doesn't sehen. sound promising. No, it doesn't. Eine Stuyvesant is Story-Mission. expecting a replacement guard. If you can locate him, we should be able to get within strangling distance of the little worm. Wenn wir den Wachmann also aufspüren, dann hätten wir einen Weg, um an ihn ranzukommen. Aber nur, wenn wir den auch finden, ne? Da ist auch ein Wachmann. Shit. Geh mal wieder hier raus. Steht da eine Dude da noch? Oh ja. Wir warten. Da ist eine von den Zielpersonen. Den wir gerade auf der Minikarte. So, er hat sich wieder umgedreht. Wir haben nichts getan. Wie packe ich nochmal das Getränk weg? Jetzt habe ich die ganze Zeit eine Dose in der Hand. So kann ich das werfen. Guten Tag. Untertauchen als Hausmeister. Aha. Hier hätten wir wieder eine Möglichkeit, um jemanden zu verstecken. Finden Sie den verschwundenen Rekruten. Der ist unten. Okay. Überall Wachmänner. Hier wird es ein bisschen schwerer, jemanden down zu machen. Hallo. Oh oh. Da hätte ich nicht reingehen dürfen. Jetzt habe ich da eine Klavierseite in der Hand, ne? Wie? Jetzt habe ich es fallen lassen. Aber wie lege ich das nochmal ab? Jetzt habe ich es wieder fallen lassen. So. Ah, okay. Das Steuerrad nach oben. Alright. Dann suchen wir mal die Person. Vielleicht haben wir dann eine Möglichkeit, um mal an die ranzukommen. Können wir den Aufzug benutzen? Natürlich nicht. Warum auch? Ich muss natürlich Treppen laufen. Oh, wo haben wir den guten Herrn? Hier haben wir Storage. Hier darf ich auch rein. Oh, der könnte mich erkennen. Müssen wir aufpassen. Der kennt anscheinend seine Mitarbeiter. Sicherungskasten. Ah, hier haben wir einen Ausgang. Oh, der Dude kommt. Hier wäre auch eine Zielperson. Hier in der Nähe läuft gleich gerade eine Zielperson lang. Da. Ja, ich gehe ja schon. That's Marcus Stuyvesant, Providence partner, self-entitled and arrogant little worm. He might not look like much, but he's done more damage to the world than you could dream. Hier dürfen wir also auch noch lang laufen. Any update on my replacement guard? Sir, we have word that he's arrived. Well, get Ich danke dir für dein Lurk, Crispy. And remember to check his papers first. I don't need to waste my time with some newbie. I expect the best. I'll call you as soon as he turns up. Good. And please, when I come back, no more excuses. I'm a personal friend of His Royal Highness Omar Al-Ghazali. Oh, der kommt aber verdächtig nah. So nah. Oh, okay, er hat auch eine Wache. Ich wollte gerade was machen, aber er hat ja noch eine Wache, die mit ihm mitläuft. Das wäre ein bisschen riskant gewesen. Okay, wir suchen mal weiter den verlorenen Gast. 17 Meter ist er noch entfernt. Müssen wir wieder runter. Was ist das denn? Lösen, eine Winde. Irgendwas würde damit passieren. Ich würde es gerne ausprobieren. You don't mind, do you? Oh, I really think you are putting on a brave face. Dann gehen wir mal runter. Stuff only. Finden Sie den verschwundenen Rekruten. Hier sollte ich... Jetzt sagt er da unten 11 Meter. Hä? Hä? Er sagt, ich soll durch die Tür gehen und jetzt?
Ja, ich soll durch die Tür gehen. Okay, dann muss es hier vielleicht einen Weg runter geben. Aufzug darf ich nicht nehmen. Muss ich noch weiter die Treppe runter. Guten Tag. Bin nur hier. Ah, was am Suchen. Wir machen das schon. Hätte mich fast erkannt. Oh. Oh. Gebiet entdeckt. Der muss hier irgendwo sein. Oha, oha, chill mal, chill mal. Du netter Koch. Der muss hier sein? Look, this is gonna make me look really bad. I'm sure it's around here somewhere. Don't you worry. A colleague is also out there looking. But this is awful. I mean, I'm in my boxers and you are a woman. It's just so embarrassing. Oh, it's nothing I haven't seen before. But you don't understand. I'm military. We military men are used to punctuality. I was supposed to be ready and present my papers half an hour ago. Oh. Yes, you men in the army with your papers. Super punctual. I get it. Are you making fun of me? That's so cruel. Do you know what a man is without his gun? Man in his box. Okay, verkleiden Sie sich als Rekrut. Jetzt sollen wir den Rekruten ausschalten. Na super. Wir verfolgen ihn erstmal ein bisschen. Er macht hier bestimmt seine Rundgänge. Dürfen auch nicht so auffallen. Sicherungskasten. Könnten wir manipulieren, ne? Ist riskant, ihn hier auszuschalten. Gerade vor allem am Fenster. Oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt suchen die mich. Könnte natürlich jetzt den Hausmeister hier down machen. Okay. Aber das würde uns nichts bringen. Er würde uns ja auch in der Verkleidung erkennen. Jetzt ist er da am Talken. Okay, hier ist nur der Hausmeister und halt die Leute hier in dem Briefing Room. Kommt da wieder? Das ist schwer, ne? Vielleicht müssen wir mit den Sicherungskasten arbeiten und wir müssen, glaube ich, den Hausmeister hier überwältigen. Sonst ist ja hier keiner. Na gut, da oben ist einer. Und dann können wir ihn da drinnen verstecken. Schönen guten Tag. Beeilen, beeilen, beeilen. Da läuft der nämlich rum. So, den haben wir schon mal weg. Habe ich einen Feuerlöscher, toll. Vielleicht kann ich ihn ablenken. Oh, nur vielleicht. Jetzt kommt er wieder. Ja, komm, perfekt. Come on. Is anyone there? This is not funny.
Bewusstloser Zeuge. Das ist nicht so gut. Dich muss ich leider töten, mein Freund. Habe ich leider keine andere Wahl. So. Es wird problematisch. Ich habe den jetzt eigentlich getötet. Aber der Hausmeister ist halt noch nicht down. Also der ist nicht tot. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Guten Tag. Die Treppen müssen wir nehmen. Oh, das sind nicht die Treppen. Das ist das Klo. Hier sind die Treppen. Wie weit müssen wir denn noch hoch? Oder müssen wir noch ein bisschen, ne? Ich glaube noch einmal eine Treppe hoch. So. Dann sollen wir uns beim Sicherheitsbüro vorstellen. Dann machen wir das doch mal. Einen guten Tag, die Herrschaften. Ankunft ankündigen? Was ist denn jetzt der richtige Knopf? Okay, Y. Reporting for duty. About time. Our client has been going out of his mind waiting for you. Do you have the papers? Yes. Good. I'll call him now. How should I address him? It's classified, so you don't call him anything. But officially, he's just known as codename Pinky. Okay, jetzt soll ich auf ihn warten. Sir, this is security. Just calling to let you know your new guard has finally arrived. Yes, sir. See you soon. Hoffentlich lässt er nicht lange auf sich warten. He'll be here shortly. Jo, ich warte. Dürfte ich mich irgendwo hinsetzen? That's a gold mine for people in our trade. If you threw a rock, you'd hit a rich man in need of a bodyguard. Oh, you're lucky. His Royal Highness pays better than most. Da ist er. Okay, you must be my new escort. Zu Ihren Diensten. Very high standards, and trust you will do your duty. You have your credentials on you? Jawohl, der Herr. Okay, let's see here. Well, you have been around the world. Mumbai, Italy, France, Japan. This is a very impressive CV. I think you'll do. Come on, let's walk. Need to tell you a bit about what I expect from you. Jo. I expect you to be by my side 24/7, unless I say otherwise. Bathroom breaks are, of course, permitted, but only when I say so. I have a very important, delicate meeting today, at which I expect you to keep your ears closed, but your eyes wide open. Understood? Now, your papers were indeed impressive, but I need to see what you can do with my own eyes. My father used to take me hunting. He was an avid hunter. I personally hated it, but always admired his skill with a knife, and grew to appreciate what it takes to gut an animal. Have you ever tried to gut an animal? Yes. Good. Then you know it's not so easy as it looks. Like trying to stab a rubber ball. It bounces back if you don't stab it correctly. You're almost here. You have to understand. I didn't get where I am by blind faith. Okay, we are almost there. You see the shooting targets? Any fool can shoot a target. But with a knife? Now, that's where the talent lies. My father always used to say, if you are good with a knife, you're even better with a gun. I want to see your skills. Ach du Scheiße. I've always trusted a man who could throw a knife. I'm sure a psychiatrist would have a field day with that statement. So, show me Ach what you du got. Scheiße. Do well and you work for me. Fail, you get out of here, and I never want to see your face again. Let's just hope he's half as good as you were. Only time will tell.
cocky idiot. Okay, ich mach mal ein Safe Game, falls wir es verkacken. So, wird gespeichert und dass ich da so ein Kackbot mal eben kurz wegbannen muss. So. Okay, dann wollen wir es mal ausprobieren. Nice throw. Okay, ich dachte, das ist ein bisschen schwerer. Aber wir müssen einfach nur auf das richtige Timing abwarten. Jo, werf ich es einfach runter. Kann man machen, ne? Okay, wir haben noch 2 Ziele, wir dürfen es nicht verkacken. Ich danke dir für den Raid, Paravolvi. Was geht? Ich dachte, du machst doch ein bisschen länger. Oder ist jetzt schon Schluss für heute? Oder später noch mal ein bisschen. Ich muss hier stehen bleiben, ne? Darf, glaube ich, nicht. Jetzt! Zack! Ja, siehst du. What to do with all that power? Take the rest of the day off. You deserve it. Thank you, sir. It was an honor. Thank you, sir. Jetzt arbeite ich mit ihnen alleine. But let's get to work. Some things you should know about me, and this is very much on a need-to-know basis. I am here incognito, so I want you to stay close, but not too close, especially when we are out in public. Dieser Moment. Ich könnte ihn einfach runterschubsen. Komm, wir machen einfach nur mal kurz als Ausprobieren, wie es aussieht. Und danach laden wir, weil vielleicht kommen wir noch an vertrauliche Informationen ran. Okay. Aber wir wollen noch an ein paar Infos rankommen. Aber muss man ja mal ausprobiert haben. Das ist ja zu leicht, ihn jetzt zu töten. Aber vielleicht finden wir noch was raus. Deswegen sind wir jetzt erstmal nur sein Wachmann. Kümmern uns um ihn. Das war ja zu einfach. Das war der Schwierigkeitsgrad Profi, oder? Hätte ich ihn einfach direkt schon ausschalten können. Einfach runterschubsen. Frisch eingestellt, zack, tschüss. Ich bin gespannt, was wir noch so herausfinden. I've talked to one of your people inside the exhibition, but I think she is kind of slow. Maybe you can help? I don't know. I can try. The sun. It's not as bright as it should be. Do you know why? Sorry, I'm just backstage muscle. I don't know anything about the tech stuff. Okay. Doesn't really surprise me. Well, thank you for your help. Have a nice day. Well, same to you, sir. Eskortieren? Sir, we might have a problem. We need to find you somewhere safe. That's not good. Please, after you. Ach so, ich könnte ihn sogar mitlocken. Das ist ja interessant. Könnte ihn sogar bitten, mit mir mitzukommen. Stehen wir jetzt hier nur rum, oder was? Good afternoon. What's your problem this time? This again? Guess I know why you're one of those behind-the-scenes types. If you want to take care of this, then be my guest. Otherwise, I don't see anything. Ich dachte, wir kommen vielleicht noch ein paar Informationen. Vielleicht hätte ich das Eskortieren nicht machen sollen. I'm sorry, sir, but we may have a potential breach. Please, follow me. Of course, lead the way. Oder ich hätte das nicht sagen dürfen. Mit den, weil jetzt habe ich ihn ja darauf vorgewarnt. Ah, okay, hier.
Da haben wir noch den Speicherpunkt. Weil vielleicht kriegen wir noch was raus. Wichtige Informationen, die wir in der späteren Story brauchen. So, dieses Eskortieren machen wir jetzt nicht. Ja, ja, okay. Muss schon der perfekte Mord sein. Nicht nur runterschubsen. Vielleicht können wir auch beide Ziele gleichzeitig töten. Vielleicht finden wir ja dann auch noch eine Gelegenheit. Weil die kennen sich ja. Wir bleiben immer schön bei ihnen. Natürlich nicht so nah ran. Jetzt fucken wir ihn ja ab. Excuse me. I've talked to one of your people inside the exhibition, but I think she is kind of slow. But maybe you can help? I don't know. I can try. The sun. It's not as bright as it should be. Do you know why? Sorry, I'm just backstage muscle. I don't know anything about the tech stuff. Okay. Doesn't really surprise me. Well, thank you for your help. Have a nice day. Well, same to you, sir. Da siehst du, jetzt läuft er auch weiter. Das lag wirklich daran, weil wir Eskortieren gedrückt haben. Bei Sachen, wo ich mir nicht mehr sicher bin, drücke ich lieber, mach lieber einen Speicherpunkt. Okay, we should stay low. This way. Aha. Wo führt er uns hin? This is fascinating. I would never have guessed Lucy Phillips' Nice. work could achieve this scale. Impressive. She might be annoying as hell, but she is very talented. Okay, let's move on. Sieht schon echt fett aus hier. Kunstgalerie. Oh, look at that. So sensual. Beautiful. It's so alive. Like the lights have brushstrokes. The texture is beautiful. Yeah. Quite a piece of work. Für mich sind das einfach nur Blöcke, die ein bisschen leuchten. Wow. Heftig. Bin begeistert. I'm so proud of my Cornelia. To think she could pull all of this off. We're thinking she had lost me. Magnificent. It really is. No. Still not feeling the sun. Oh, I have to talk to that useless technician lady again. Wenn er jetzt nur so einen Rundgang mit uns macht, hier. Ich dachte, wir kommen mal ein paar Infos. Aber gut, wir warten noch ein bisschen. Wir sind ja jetzt ein persönlicher Wachmann. Und daher. Excuse me. The sun is still not as it should be. Do you know how expensive this installation is? Everything has to be perfect or it has no purpose. I've passed on your concerns and I promise you someone is looking into it. That's what you keep saying. Just get it fixed. How hard can that be? You still have my number, right? I tapped it into my speed dial. Well, then fix it. Call me when it's done. Oh je, nur am Meckern der Herr. I need some fresh air. Keep your distance, but your eyes open. I want to blend in. Alles klar. Aber so erkunden wir ja auch ein bisschen hier alles.
Getränke könnten wir auch wieder vergiften, wenn wir Gift Have you hätten. managed to find that bottle of 60-year-old? I'm sorry, sir. We are still looking. But you have a bottle, right? It has to be 60 years old. Of course. The Royal Highness has the best selection in the world. Good. Let me know when you found it. Exactly, yeah. Meditating's a great habit to get into. It's really Bisschen Abstand sollten wir halten. Aber irgendwie doch noch nah bei ihm sein. Vielleicht sind wir auch nicht der einzige Attentäter hier. Vielleicht gibt es ja noch einen. Und dann können wir sogar eingreifen. Dann hat er unser vollstes Vertrauen. Guten Tag. Wo führst du uns hin? Eventuell ja auch noch mal zur zweiten Zielperson. Ja, wir haben auch wieder ein Safe Game. Hello, sir. Guten Tag. Aus dem Weg. Wem winkt er dazu? Einfach durch ihn durchlaufen, warum nicht? Den könnte ich auch runterschubsen. You are keeping yourself out of trouble. Trying to keep a low profile. So, have you talked to your daughter? That's none of your business. Everything here is my business. You are my guest. Do you know that Carl is wondering why you are down here? Carl is not my keeper. And you better keep your mouth shut. He can't know I contacted her. Don't worry, Marcus. Your secret is safe with me. Carl knows nothing. And I hope you won't forget that. You know, I gave you a very moving eulogy during my speech. I'm sorry I missed it. Yes, so am I. Stay safe. And remember who your friends are. I hope your talk with your daughter gives you some closure. And you remember I've done you more than just one favor. I will. Damn it. Cornelia, I told you to come alone. Why is she talking to Lucy Phillips? Keeping the big man safe, huh? Yeah, nice gig. Wichtige Informationen haben wir jetzt bis jetzt auch noch nicht bekommen. Aber wer weiß. Noch eskortieren wir ihn ein bisschen. Aber sobald wir nichts rausfinden, dann war's das für dich. Dann tötet dich deine persönliche Wache. Und bis jetzt die eine Putzkraft ist ja auch noch nicht aufgewacht. Christ, Cornelia is not alone. Okay, you see that woman yakking away in there? I need you to get rid of her. Normally I would say by any means necessary, but alas, she is one of the stars of the inauguration. So I would like you to lure her away from the other young lady I need to talk to. Understood? Okay. Good. That Rangan guy. Never asked me to work for him, never calls me. I put in my CV. Müssen wir gucken. Das ist nur ein Mitarbeiter. Ansprechen. Die Künstlerin. Miss Phillips, Yes, what is it? a delicate matter needs your attention. Up in the tech room. Oh, bloody hell! Can't they do anything themselves up there? Fine, I'll be right up. Now, are you going to be okay? Thank you, Lucy. I'll be fine. Just go. Okay. Well, I love you, darling. I'll catch you later, okay? Bye. Oh Gott. Allein schon nur ihre Stimme. Und dann auch ihr Outfit dazu. Na, kommt er jetzt oder müssen wir ihn reinholen? If you need anything, you let me know. Wo ist er? Wo ist er hin? Haben wir ihn jetzt verloren? Hello?
Wo ist unsere Zielperson hin? Wieso sind die da jetzt da hinten? Oh. Beeilen wir uns mal. Da, die Treppen gehen wir mal hoch. Ich habe ihn weggelockt, so wie er wollte. Da läuft er. Da ist er auch. Der komische Dude. Was macht der denn auf einmal da ganz hinten? Und jetzt läuft er wieder da unten hin, oder was? Oder ist er verbuggt? Irgendein Bug ausgelöst worden? Ich habe da nämlich nicht drauf geachtet gehabt. Ah, jetzt geht er zu ihr hin, oder was? Dad, I'm so glad that you're alive. Cornelia, Ah, siehst du mal. glad you are safe. Dad, you have to tell me what's going on. I will. One sec. Let me just get a drink. Guten Tag, ich bin der Wachmann So und dein Daddy. sorry everything has turned out this way. But you have to understand, this might be the last time we will ever talk. Face to face, at least. What do you mean? You can't just pop up from the grave and... Yeah, I know. I am really, truly sorry. What have you done? What have you gotten yourself into? What the fuck, Dad? Look, I don't have a lot of time to explain everything, but I promise it will all work out. No. No, that's not good enough. One minute I'm crying over your grave, and the next you call me and say, hey, hon, guess what? Pop's still alive? That's so cruel. I know, but you have to understand. When you have as much wealth as we have to sometimes work with some very bad people. What, like the mob? Only politicians deal with the mob. This is much worse. And you have to understand, this is why I had to do this. To protect myself. And most important, to protect you. From what, Dad? Who can be worse than the fucking mob? The wheels that turn the world in motion. Now, Cornelia, you need to listen to me very carefully. I am part of an organization. One of the biggest cogs in the system, if you will, but one of the minor wheels has grown steadily dangerous, and we must make immediate repairs. We? Who the hell is we? All in due time, my bunny. It's complicated, but in short, someone is in the process of a hostile takeover of everything that is dear to me, and he is a very dangerous man. Okay, so now what? You just pretend to be dead? We had no choice. Everything was compromised, but Schubsen. me and one of my partners are fighting back to fix this, and we will succeed. And how can I put this? I don't know. Try. It's always been your legacy to take over my duties when I retire. It's been like that for generations. You need to accept that. You have no choice. Jesus Christ, Dad. You know I hate your other businesses. I only tolerate this because you're my father. But look at what you have done with the Art Foundation. You've built it to become one of our biggest businesses. You alone. I am so proud of you. And when we regain the throne, I want you to be my heir. Please, honey, say yes. Screw you. This is too much. I know you're upset, but think about it. I'll have someone contact you, but for now, and maybe forever, you have to accept me as dead. I don't believe this. I love you more than anything else. Just think about it. I'm going now. Bye, my dear. Goodbye, Dad. Oha.
Jetzt hat sie einen Nervenzusammenbruch. Guti, aber guck mal, haben wir wenigstens eine Tochter schon mal herausgefunden. Vielleicht finden wir doch noch ein bisschen mehr raus. Dann bleiben wir doch noch mal ein bisschen länger, sagt Wachmann. Das ist mein Job. Ich habe nichts Besseres zu tun, als dir hinterher zu dackeln. Und deine Gespräche mit anzuhören. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Kunstraum. Okay, jetzt gehen wir hier wieder lang zum Kunstraum. Vielleicht wiederholt sich das Ganze jetzt wieder. This is fascinating. Ja. I would never have guessed Lucy Phillips' work could achieve the scale. Sir, okay. We might have a problem. We need to find you somewhere safe. That's not good. Please, after you. So, mitkommen. Dann gehen wir ihn jetzt umbringen. Wir haben alles, was wir rausfinden wollten. Und die Tochter will ja auch nichts übernehmen. Das heißt, die muss nicht umgebracht werden. So, wir müssen irgendwie aufs Dach wiederkommen. Verfolgt er mich noch? Bitte mitkommen, Sir. Is it just me who's in danger here? I don't see a lot of panic going on. Should come out. I hope this is just a precaution. If not, I need you to take care of some other things afterwards. Shit. You really don't talk much. Er macht sich langsam einen Kopf. Haben wir hier was? Guck mal. Gehen wir hier hoch? Ach, da hinten hätten wir auch einen Ort gehabt. Any idea what the emergency could be? I can tell by... No, you are just leading me around in circles. I don't like this. I think I'll find somewhere safer by myself. I'm sorry, sir, but we may have a potential breach. Please, follow me. Of course, lead the way. Ja, bitte mitkommen. Wir brauchen ein ruhiges Örtchen. Und guck mal. Ah, er will nicht hier mit hochkommen. Na gut. Fascinating. I would never have guessed Lucy Phillips' work could achieve this scale. Impressive. She might be annoying as hell, but... Und tschüss, mein Freund. You got him, 47. Marcus Stuyvesant won't be a problem anymore. Let's move on to car. We're not done yet. So, haben wir ein paar Infos bekommen. Alright. Dann kümmern wir uns jetzt um die zweite Zielperson. Wie wir auch an die rankommen werden. Ist er denn jetzt hier oben? Es sieht so aus. Oder ist er noch weiter oben? Könnte auch weiter oben sein, ne? Weil ich ja jetzt eine Wache bin, kann ich hier überall langlaufen, oder? Oh, Schraubendreher. Dann nehmen wir doch mal mit. Kabel freilegen. Ich hab das nicht getan. Ich war das nicht. Solange er mich nicht sucht, passt das schon. Ich guck mal auf der Karte, ob er jetzt... Er ist noch weiter oben. Das heißt, wir müssen höher gehen. Wir sind auf der Etage. Oder? Auf welcher sind wir denn jetzt? Das ist die Frage, ne? Das kann ich nicht wirklich
erkennen, auf welcher Ebene ich jetzt gerade bin. Aber solange da noch das Symbol ist mit nach oben. Ah, hier haben wir nochmal die... Was haben wir hier? Sichere Zone überschreiben. Fehlende Sicherung. Okay. Könnten wir anscheinend auch irgendwas machen. Da können wir einmal hochklettern. Ob das bringt, weiß ich nicht. Vielleicht sind wir ja sogar schon lang gelaufen, ne? Befestigung zerstören. Ist immer noch weiter oben. Wie weit hoch müssen wir denn? Aber hier sind wir, glaube ich, auch ein bisschen fehl am Platz. Müssen wir eine Treppe nehmen. Hier sind wir ja nur auf dem Gerüst. Bringt uns ja nicht wirklich weiter. Ich glaube, wir gehen mal zum Treppenhaus. Suchen wir mal ein Treppenhaus. Guten Tag, die Herrschaften. Guten Tag. Oh, hier geht's doch nach oben. Hoffentlich geht's auch weiter nach oben. Nicht nur dieses Stückchen hier. Ah, siehst du. Ah. Alright. Um das Evakuierungsprotokoll auszulösen, braucht man 2 Schlüsselkarten. Auf den oberen beiden Etagen sollen Fehlalarme vermieden werden. Okay. Okay. Da dürfen wir nicht lang. Aber er ist auf dieser Etage, ne? Oder? Oder noch höher? Ne, er ist jetzt auf dieser Etage. Aber wenn wir jetzt hier sind, ist er wieder oben, das Symbol. Ah, das ist ja ätzend. Ist denn noch ein alternativen Weg, um hier hochzukommen? Wie kann man denn zoomen? So kann man zoomen. Sind wir jetzt auf der richtigen Etage? Nein. Jetzt sind wir auf der richtigen Etage. What the fuck? Die Karte ist echt unübersichtlich. Ja, ja, Schnauze. I've been personally invited by the Royal Highness Omar Al-Ghazali. I should have clearance. The name is Zaina Kazim. Sir, I understand, but you can't enter without being... Zana Kazim, aka the Vulture. One of the top agents working for Crystal Dawn, the Pan-African terrorist organization. I almost hired him myself once, but chose the Maelstrom instead. Now what is his business here? Searched. Okay. Standard procedure. This is ridiculous. Well, that's how it is. Think about Kleine it. Sicherheitslana der Gaia Kasem. I'll be waiting upstairs in the reception. Understood? Crystal. Okay. Können wir jetzt überwältigen. Den guten Herrn. Suchen wir nur noch ein nettes Örtchen aus. Hier sind zu viele Verdächtige. Ah, ist nicht gut. That was a big waste of time. Crystal Dawn won't be happy. Excuse me, but can you please extinguish that cigarette? You are blowing cancer directly into my body. It's a smoking area. If you don't like it, piss off. Jesus, I was just asking nicely. No, you were being a bitch. Now go away and binge eat some celery or whatever idiots like you do. Or do something worse than blowing cancer in your face. Oh my God, what is your problem? You are sick. You have no idea. Der ist aber mies gelaunt. So, geh mal weiter, mein Freund. Ja, hier nützt mir das auch nicht. Aber eine schöne Aussicht ist es ja.
Naja, man sieht nur Wolken. Ein paar andere hohe Gebäude. Ich könnte die auch runterschubsen. Aber das sind Unschuldige. Ah, ist gefährlich, ne? Was ist denn das hier? Einschalten, Soundsystem. So, mein Freund. Verkleiden. Tabletten? Was? Tablettenbehälter. Tödliches Gift. Oh! Ich wollte ihn gar nicht töten. Huch. Ich wollte nur die Waffen haben. So, dann verstecken wir dich hier noch ein bisschen besser. Dass sich hier ja keiner sehen kann. So. Die gute Dame wartet ja auch schon auf uns. Yeah, hey. Looking good. You're not allowed to be here, sir. Please leave. I'm glad we speak the same language. Listen, sir, there's no drama. I just need to check your pockets if you want to pass. Ah, okay. Die Waffen. Nicht gut. Fallen lassen. Das Messer. Fallen lassen. Ja, Schraubenzieher ist, glaube ich, auch verdächtig. Ich hoffe, ich kann meine Klavierseite wenigstens behalten. So, werden wir jetzt sehen. Hey there. Oh. Ja. I'm sorry. I thought you were someone else. Just a quick pat down, sir. Nothing to worry about. Ich hab nichts dabei, Mensch. You're good to go, sir. Thank you for your patience. Bitte, bitte. So, da bin ich. Oh, Mr. Kazim. I'm glad you changed your mind. Arrogance can be a dangerous trait. Yes, indeed, it can. Mr. Ingram has been expecting you. We have a conference room set up for you. Okay. Siehst du, jetzt sind wir doch ins Gebiet gekommen. Mensch, bist du lahmarschig. Geht's mal ein bisschen schneller? Siehst du. Oh. Habe ich sie erstmal geschubst. Ja, jetzt können wir hier auch durch. Guten Tag, die Herrschaften. Die ist echt lahmarschig, die Olle. Please, go in and make yourself comfortable. Mr. Ingram will be with you shortly. Thank you. Dankeschön. So. Ein Brieföffner. Oh. Hey, drop the knife! You're here! Let me see your hands. You brought this? Ups. Haben wir Ladepunkt? Nein, wir haben keinen Speicherpunkt. Wir sind hier bei den Treppen. Okay, 19:12 Uhr. Ja gut, ein paar Minuten sind wir jetzt zurück. Dann müssen wir jetzt halt nur den einen Dude da wiederfinden. Belastend. Da ist er ja. Ich wollte doch nur die Waffe nehmen, Mann. Ja, ich weiß ja jetzt auch, wo er hinläuft.
Ach, die Olle ist auch noch hier. Die darf ja auch nicht hier sein. Macht erstmal ein paar Selfies von sich. Ja, ich bin so geil. Oh. Hallo, liebe Follower. Ich bin's wieder. Danke für eure Spenden. Ich bin euch sehr dankbar dafür. Schaufel. That cigarette. You are blowing cancer directly into my body. It's a smoking area. If you don't like it, piss off. Jesus, I'm just asking nicely. No, you were being a bitch. Now go away and binge eat some celery or whatever idiots like you do. Or I'll do something worse than blowing cancer in your face. Oh my God, what is your problem? You are sick. You have no idea. I can't even imagine missing an opportunity like this. Oh my God. I'd break every mirror in my house just so I wouldn't have to look at myself. So, jetzt geht er hier hinten hin. Existiere nicht. Und tschüss, mein Freund. So, diesmal brauchen wir dir nicht das Genick brechen. Und wir nehmen nur deine Klamotten. Ach, guck mal, die Tabletten kann ich, glaube ich, nehmen, ne? Vielleicht kann ich da trotzdem mit den Tabletten durchgehen. Werden wir ja gleich sehen. Nur leider seine Waffen und so kann ich nicht mitnehmen. Hi there. If you want to get through here, I'm gonna need to go through your pockets, my friend. Dann durchsuchen Sie mich. Standard procedure, just a formality. Thank you for your cooperation. Please Bitte, continue. bitte. Oh, Mr. Kazim. I'm glad you changed your mind. Arrogance can be a dangerous trait. Yes, indeed, it can. Mr. Ingram has been expecting you. We have a conference room set up for you. Ich habe, glaube ich, die Mission gar nicht gestartet, ne? Diesmal wird da oben nämlich nichts angezeigt. Da war ich wohl ein bisschen voreilig. Oder weil ich mir halt das Gespräch nicht angehört habe. Zack. Wo gehen wir denn jetzt hin, Mann, ne? Du Oma. Please, go in and make yourself comfortable. Hello, sir. Mr. Dankeschön. Ingram will be with you shortly. Thank you. Alles klar, danke sehr. So viele Wachen hier, ey. Ah, da können wir uns vielleicht hinsetzen. Setzen. So, dann warten wir mal. Auf den guten Herrn. Der lässt aber auf sich warten. Na? Kommt er denn jetzt hier? Ach, er kommt. Ah, da ist er ja endlich. Ich würde schon sagen, der kommt gar nicht mehr hier. Aber auch mit einer Wache als Unterstützung. Mr. Kazim, a pleasure to meet you. Omar tells me great things about you. I'll get straight to the point. I have a, well, let's call it a dispute, which the Royal Highness tells me you're very capable of taking care of. Now, I've worked with your organization before, in Morocco, I believe.
so I'm a little hesitant. Don't be. We do what's needed. Well, only time will tell. I have 2 assignments for you. Take care of the first one, and then we can discuss the bigger fish. Now, on to the first. An acute problem has been brought to my attention. Keep talking. I'll be candid with you. No one is supposed to know that I'm here. However, there's a journalist down at the inauguration, and he's asking rather intrusive questions about who's staying up here, and that is a very dangerous problem for me. Now, Okay. I want you to silence this little pain. You think you can do that? It's what I do Na best. klar. I like your bluntness. This is his file. Hans Lucht, Pulitzer-winning freelance journalist. He's good, and won't give up until he gets the answers he needs. And that Okay, ein Bit von Ingrams Ziel. can't Alright. Consider it done. Good man. And remember, I want a picture. I want proof so I can sleep tonight. Of course. Once this little assignment is completed, come back and talk to Miss Toe. Then we can discuss the real cancer that needs to be removed. I'm sure you can see yourself out. That's Carl Ingram, Providence partner and brass balls billionaire. A legendary political fixer, Ingram is old money and as rotten as they come. Looking good today, sir. Danke, danke. Aber wir haben immer noch nicht diese komische Mission jetzt bekommen, ne? Story-Mission. Abgeschlossen. Vielleicht müssen wir die... Ja, müssen wir mal anklicken, ne? So, finden Sie Hans Lucht. Dann wollen wir mal zu ihm hin. Und werden ihnen mal ordentlich die Fresse polieren. Schönen guten Tag noch, die Herrschaften. Mal sehen, was wir mit dem machen können. Und wir müssen Beweisfotos schicken, dass wir ihn vernichtet haben. War nicht hier die? Ne, hier geht's nach oben. Da geht's nach unten. Da unten muss er irgendwo hocken. Oh. Dann gucken wir mal nach dir. Da hinten ist der gute Herr. Machen Sie ein Bild vom ausgeschalteten Hans Lucht. Alright, wir sollen ihn eskortieren. Ah, guck mal. Mr. Lucht, I hear you're looking for information. Oh, really? Okay. You know what's happening upstairs? I know more than you could imagine. But we can't talk here. Follow me. Great. Lead the way. Alright. Eine Toilette oder sowas wäre nice. What's up? War hier nicht irgendwo eine Toilette oder war das ein anderer Spot? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Welchen Stockwerk höher? Hoffentlich wird er nicht misstrauisch, der gute Herr. Ich glaube, hier waren die Toiletten. Und noch hinter uns? This better be good. I have a reliable source that the Royal Highness Omar Al-Ghazali is keeping a secret upstairs. You don't talk much, do you? Dann gehen wir hier mal rein. I see what you're doing. You're trying to distract me. It won't work like that. I'm a Pulitzer Prize winning journalist. I'm not following you anymore. You are... Und tschüss, mein Freund. Okay. Erstmal weg mit ihm. So. Und dann Kamera. Wo haben wir die gute Kamera? Yes, Und that's ein it. Foto machen. Now Ingram trusts you, it's like shooting fish in a barrel. Oh, hier ist ja gar kein Ort zum Einlagern. What are you doing with that body? Somebody...
Genau in dem Moment muss natürlich einer reinkommen, ne? Genau in dem Moment. So. No, this doesn't feel right. You must be working for the Sheik or something. I don't know. My gut says walk away, and that's what I'm doing. But... Ich muss ihn nicht mal, töten, oder? Doch, ich muss ihn töten. Ich habe keine andere Wahl. So, jetzt schnell Leiche nehmen, bevor hier wieder dieser eine Zeuge reinkommt. Ach ja, hier waren ja noch Leute drin, ne? Scheiße. Ups. Yes, that's it. Now Ingram trusts you, it's like shooting fish in a barrel. Gut, dann warten wir mal, bis der eine wieder rausgegangen ist. Guten Tag. Können Sie bitte rausgehen? Ich habe meine Hose vergessen. Sag mal, wie lange willst du da jetzt noch hier bleiben, hä? Nice day for it, isn't it? Tschüss. Mehr wollte ich doch nicht. So, weg mit dir. Oh, die Tür ist noch auf. Sag nicht, da kommt schon wieder einer rein. So, hoffentlich haben wir noch ein Versteck. Ah, da ist auch noch ein Zeuge. Verdammt! Ah, müssen wir den auch noch überwältigen. Haben wir keine andere Wahl. Und beseitigen. So, hoffentlich kommt jetzt nicht der Dude wieder. Ich hab die Karte im Blick. Noch sieht's gut aus. Noch. Und rein mit dir. Erledigt. Dann gehen wir wieder hoch. Und zeigen ihm den Beweis. Und dann kriegen wir sein vollstes Vertrauen. So, einmal hier komplett gerade durch. Sprinten wir mal hier ein bisschen. Er wird so langsam unterwegs. Aber wir haben, glaube ich, auch noch gar keine Orte gefunden, wo wir später dann als Alternative lang gehen können. Oder starten können, eher gesagt. Wo war denn jetzt die Treppe? Ich bin leicht verwirrt. Vielleicht hier noch? Nee. Sorry, sir, I cannot let you through. I've got my orders. Ja, ja, ja. Ach, hier. Hey. Tag. How are you? Und dann hier längs. Das war der richtige Weg. Tag, die Herrschaften. Ich war ja schon mal hier. So. Mr. Hallo. Kazim, welcome back. So, you have the picture? Na klar. Yes, here. Good. Our guest will be delighted. Please follow me. He's waiting. Oh, ins Penthouse. Right this way, Mr. Kazim.
Jetzt können wir ins Penthouse. Let the pros do their job. I apologize about the incident earlier downstairs, but you have to understand that we need to keep security tight, no matter who. All our guests go through the same procedure. Oha. Oha. Sieht ja mal richtig sexy aus hier. Richtig schön hier. So, do you like the building? This Auf has jeden been Fall. His Royal Highness's dream. I think for even longer than I have known him. Everything here is completely self-sufficient. Electricity, internet, even water is cleaned and reused. It's the first of its kind on this scale. It was important for him to look to the future. Richtig schön hier. Für ein Penthouse. Also das Penthouse muss dann auch alles toppen. Oder ist das schon das gesamte Penthouse? Ich glaube nicht. Wir sind sehr langsam. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Oh, hat er Scheiße gebaut oder was? Please, Mr. Ingram is expecting you. Oha. Mr. Cassie, so good to see you. You have the picture? Na klar habe ich das Bild. Yes. Your problem is fixed. Omar said you were good. Let's get down to the important business at hand. Okay, people, clear the room. I need to discuss some business with Mr. Kazim. Perfect. We have Ingram right where we want him. Excuse me for a second. 47, Make yourself you at know home. what to do. Have a drink. Oh ja. It's something to behold. Da ist ja noch einer. Einer ist noch hier drinne. Hi there, friend. All right. Hello. Where were we? Ah, yes. My man here will stay for the meeting. I assume that will not be a problem. Either way, you have no choice in the matter. Shit. It's interesting we haven't come across each other before, Mr. Kazim. Well, maybe not. I usually have my people talk to people like you. I can imagine. I don't know how much Omar, the Royal Highness, has told you. But my guess is very little, so let me get straight to the point. My organization has been hit by an unpleasant cancer that can only be removed by cutting it out of the gut, if you get my drift. Yes, I do. Good. This little turd is spreading his vile, toxic cells, and I want him stopped. Brutally. Chemo won't remove him. Only the knife. I have his file here. Arthur Edwards. A sly little devil, if there ever was one. Me and my associates, well, we underestimated the little worm. We want revenge. I think you and I share a common interest. I doubt that. But I want you to make him suffer. This is not a horse that needs to be put out of its misery. This is a rabid dog that needs to be put down. Am I making myself clear, Mr. Kazim? Yes. Consider it done. Good. We're now in business. We are. I'll have Miss Toe send you anything you need. We're done here. Oh, one last question. I'm just curious. You're nicknamed the Vulture. Why? I find it's best to wait for the perfect kill. I think you'll be perfect for the job. Nice to meet you, Mr. Kazim. I look forward to receiving an update.
Safe hunting. Guard! Yes, Mr. Ingram? Please show Mr. Kazim out. Yes, sir. Mr. Kazem, please follow me. Shit. Mr. Kazem, you need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. Hey. Oh, er guckte natürlich scheiße. Hat nicht so geklappt. Ich dachte, ich kann schnell vergiften und dann trinkt er das in meiner Abwesenheit, aber schade. Klar. Yeah. Klar. Consider it done. Good. We're now in business. We are. I'll have Miss Toe send you anything you need. We're done here. Oh, one last question. I'm just curious. You're nicknamed the Vulture. Why? I find it's best to wait for the perfect kill. I think you'll be perfect for the job. Nice to meet you, Mr. Kazim. I look forward to receiving an update. Safe hunting. Guard! Yes, Mr. Ingram? Please show Mr. Kazim out. Yes, sir. Mr. Kazem, please follow me. Naja, es kommen auch alle anderen wieder. Mr. Kazem, you need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. Hi. Wir müssen irgendwie an die Wachmannkleidung kommen hier. Um seine engsten Männer oder so zu bekommen. Muss ich ihn immer noch verfolgen? Oder darf ich schon? Mr. Kazem, you need to listen to me. Follow me and don't get sidetracked. Okay. Ich muss noch weiter raus. Hier sieht so unglaublich schön aus. Mr. Kazem, you need to listen. Ja, ja, ist gut jetzt. Don't get sidetracked. Wären hier keine Wachen, wärst du schon längst K.O., mein Freund. Hier sind auch wieder Wachen. Beweg dich! Sir, back off. Understand? Ich muss irgendwie an die Klamotten hier kommen. Sorry, sir. Due to heightened security, I can't let you through here. Now move along. Okay. Please. Bis dann. So. Er geht wieder. Guck mal, hier könnte jemanden verstecken. Wenn hier mal jemand reingehen würde, ne? Ist hier irgendwas zum Ablenken oder so? Kommt hier irgendwie eine Wache oder so entlang, die ich überwältigen kann? Hier steht auch nur eine einzige Wache. Und da sitzt einer. Könnte ihn mit einer Münze da reinlocken oder so. Oh, Feueralarm. Wäre auch vielleicht ein guter Weg, um sie abzulenken. Aber er muss hier irgendwie rein. Vielleicht kann ich, wenn ich hier... Aha! Okay, er kommt.
So, guck mal. Eine schöne Waffe haben wir. Jetzt sind wir eine Penthouse-Wache. Aber er hat mein Gesicht gesehen. Ja, hoffentlich kommt jetzt hier keiner rein. Das wäre ein bisschen ungünstig. Aber die anderen sind ja auch immer noch am Schlafen, ne? Oh, Waffe weg. Oh, nicht fallen lassen, sondern wegstecken. Oh, die Wache ist wieder fertig. Ich gehe wieder zurück zur Arbeit. Tag. Und dann gehen wir jetzt mal nach oben. Und suchen einen günstigen Zeitpunkt, um ihn auszuschalten. Das nehme ich jetzt hier auch einfach durch. Jo. I'll get issued one tomorrow morning. You know how it works? Because I don't. It's easy. Two of us are stationed up here and below, by the card reader. We get an alert, we both swipe our cards, and bingo. Lockdown. What if the other guard is using the bathroom? Well, it's timed. So if that should happen, I should be able to run down and activate the other swipe as well. But I guess that will need a little practice. Happy to not be at work tomorrow. Sounds like a lot of running around. It's what we're paid to do. Yeah, and it'll probably never happen. Just like fire drills. Yeah. Just like fire drills. Arbeitszimmer. Too soon made glad, too easily impressed. She liked whate'er she Das ist ein Schlüssel? and her looks went everywhere. Ui. Da kriege ich jetzt Lust auf Gemetzel. Einfach aus Prinzip. Ligrani-Ei. Die Putzfrau macht das schön sauber. Oh, da ist noch jemand. Der würde mich sogar erkennen. Gar nicht auffällig jetzt mit dem Schwert da, ne? Wie wär's mal, wenn Sie weggehen, junge Dame? Das sieht gut aus. Haben wir denn überhaupt was zum Verstecken? Würde ich ihn gerne abschlachten. Lüftungsbereich, aha. Autobatterie. Oh. Eine Brechstange. Nehmen wir auch mit. Was können wir denn jetzt mit der Autobatterie machen? Lass ich jetzt mal fallen. Guck mal, er ist hier in der Nähe. That was a bit brutal. Did he move? Nah, he's my brother-in-law. My wife persuaded him to stay, but he hasn't complained since. Sounds cozy. Alright, hoffentlich kommen wir da jetzt durch. Guten Tag, die Herrschaften. Da ist einer, der mich erkennt. Müssen wir aufpassen. Hier ist nur eine Putze? Ja, okay, hier sind noch 2 Wachen.
to himself, was now under fate's full Wir haben doch noch was zum Ablenken. control, and had no choice but to comply, for he knew that it could take everything away from him in a heartbeat. Okay, that might be a bit much, but Schade. okay, that's enough for now. Also der eine wird ihn immer bewachen. Ach, guck mal, seinen Drink hätte ich vergiften können in der Zeit. Dann wäre er direkt gestorben. Schade. Moment anscheinend verpasst. And it's on. To my successor. Hi. Whatever. Power is not to be taken for granted. Where many have failed during the course of 2 Wachmänner hat er. to maintain our power since Providence was established after World War II. Our secret. We distrusted our successes, and so in turn stayed alert to our failures. Vanity is power's greatest foe, which has been proven time and time again throughout history. Oh oh, noch einer, der uns sehen könnte. Fehlende Schlüsselkarte zum Evakuieren. Ach, guck mal. Wonder if there are any other blood-sucking journalists down there. Ah, ärgerlich. All those ants down there. Most of them wouldn't be here if it wasn't for us. Little do they know that there's a war going on. Hier können wir ihn nicht töten. Hier sind zu viele Zeugen. Das ist zu gefährlich. Eine Wache entfernt sich. Okay. Hat nur einen Funkspruch gemacht. As has been proven with recent events. And I don't believe our current dilemma was caused by vanity or arrogance or even laziness. But something. Looking good today, sir. Danke. Ah, überall Zeugen, ey. Vielleicht müssen wir echt auf Risk machen, Schwert rausholen und alle wegmetzeln. I cannot emphasize that enough. Alter, hier sind noch mehr. Ach, das ist ein Penthouse, ne? Hier waren wir doch schon drinne. Das ist der Barkeeper. Geht's noch höher? Oh, das war noch nicht mal alles. Es geht noch weiter höher. Oh shit. Ah, überall Zeugen, ey. Ironic. But unlike him, I fight back. Hi. Keine sichtbaren Objekte erlaubt? Hä? Wegen mein Schwert jetzt, oder was? Aber wo packe ich das dann hin, das gute Schwert? Ah, guck mal, jetzt trinkt er da wieder. Aber der eine Barkeeper, ne? That was good. I think I'll have a drink. Aber wenn wir ihn jetzt ausschalten, dann alarmieren wir alle. Und dann gibt's Krieg. Another one coming up. Yeah, just keep them coming. Jetzt macht er seinen Job.
Nur noch die Putzfrau ist da. Eine Penthouse-Wache. Putzfrau müsste nur was anderes machen. Statt nur das Bett. Aber ich glaube nicht, dass sie noch was anderes vor Ort. Aber wohin mit ihnen? Kann ihn dann ja nur runterschmeißen. Shit. Hoffentlich sehen die mich nicht. Ich habe keine andere Wahl, als ihn gleich runterzuwerfen. Penthouse Personal. So. Es tut mir leid, mein Freund. Aber ich muss dich beseitigen. Und tschüss. Da fällt er runter. Ja. Jetzt bin ich eine Penthouse. Ach ja, ich darf dieses Schwert nicht haben, ne? Jetzt mit dem Schwert ist zu auffällig. Einfach hier draußen hinwerfen. So. Jetzt sind hier 2 Whiskys, ne? Toll. Untertauchen, der Killer. Ja, es ist jetzt die Frage, ne? Nicht, dass er einen falschen Whisky trinkt. Mir egal. Geh jetzt aufs Ganze. Wird wieder die Wache. Und schlachte sie alle ab. Sehr viele Zeugen. Hoffentlich kommt er in der Zeit nicht, ne? Sonst haben wir ein kleines Problem. Nummer 1 weg. Und tschüss. Falscher Ort, falsche Zeit. Beeilen wir uns. Und die Waffe muss ich auch noch nehmen. Shit. Ich glaube, er kommt. Schnell weg mit ihm. Sind jetzt zwar ein paar Unschuldige gestorben, aber so muss das. Körper versteckt. So, wir vergiften jetzt einfach mal den einen Whisky. Also ich würde den ja nicht trinken, so wie der da am Dampfen ist. Sehr auffällig. Da ist er wieder. So, ich bin jetzt die Wache hier. Okay, that's enough for now. Command, it's me.
Can you send someone over? I need assistance. Someone's all kitted out. Er hat gesagt, er braucht Verstärkung. Nicht, dass jetzt neue Leute kommen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh. Ich habe die Waffe vergessen. Dachte, ich hatte die Waffe mitgenommen. Okay, where was I? Meine Kippe. Jeffrey excelled. Lo and behold, he started to gain, what they call scholarships. Soon to be admitted into schools that his parents could not afford. And everyone believed that it was due to his brilliance, but that fate had dealt him such a generous hand. Now, this was partially true, except fate is not abstract. It's tangible. It's handed to you as a gift. Found the witness. Not bad. I need a break, though. Okay, jetzt macht er eine Pause. Jetzt holt er sich was zu trinken. Vielleicht hätten wir die auch gar nicht töten müssen. Die Unschuldigen. Ah, egal. Ich wollte die Waffe ausprobieren. Komm, trink den richtigen Whisky. All right. Time for a drink. Oha. We got him, 47. Soon there will be no more Providence. You need to find an exit. Our business is done here, but it's far from over. Oh, hätten wir die Unschuldigen eigentlich gar nicht töten müssen. Egal. It sounded like someone was in a... Ja, das hat Spaß gemacht. Und er wollte gerade einen Funkspruch machen. Keine Verdächtigen übrig lassen. Tschüss. Und die verabschieden wir uns auch. Und tschüss. Noch die Wache. Die Waffe. Oh, jetzt haben wir die Waffe. Oh, gar nicht auffällig, ne? Dieser Blutfleck da. Überhaupt nicht auffällig. Zack. So, dann wollen wir mal einen Ausgang suchen. Es gibt nur einen richtigen Ausgang. Ja, dann nehmen wir doch diesen einen. Oh, oh, oh. Er sucht mich, ne? Ah, kommt aber nicht hinterher. Wir verlassen das schöne Gebäude mit der schönen Waffe. Als Andenken. Och nö, schon wieder einer. So, weit sind wir nicht mehr entfernt vom Ausgang. Wo ging es nochmal lang? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich habe was anderes zu tun. Exit. Auf der Etage wäre auch. Ja, jetzt sind wir zu niedrig, ne? Überall
Leute, die mich verdächtigen. 44 Meter. Überwinden wir mal. Und dann hauen wir ab. Alright. Klar liegt hier einfach ein Fallschirm. Gar nicht auffällig, dass da so ein einzelner Mann mit einem Fallschirm von einem Gebäude runterspringt. Oh Gott, sind das viele Wege, wie wir ihn hätten ausschalten können. Noch sehr, sehr viel zu entdecken dort. Okay. Eine Schneekugel, nicht tödlich. Brechmittel. Küche. Versteckter Vorrat. Ah, guck mal. Ein Startpunkt. Okay. Auch Besprechungsraum Startpunkt als Mitarbeiter. Guck mal, 2 weitere Startpunkte. Nice. That's your winning face. I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, she'll make it right. She always does. We have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood. How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. Black Screen. Okay, Mission haben wir fertig. Story fortsetzen. Todesfall in der Familie. Rein da. Endstation. She came home. Carlisle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be, without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlisle is dead,
According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Okay. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Let's go! Weg mit der alten Troller. So, was haben wir denn? Jetzt können wir wenigstens mal mit einer Waffe reingehen. Haben auch nur die eine Waffe. Klavierseite. Schneekugel. Ja, die Klavierseite behalten wir, ne? Startpunkt haben wir auch nur. Let's go. Rein da. Aber obwohl es ja davor die Mission auch Profi war, aber das ist nicht so schwer. Das ging eigentlich durch von der Schwierigkeit. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Okay. Schade, dass wir das Motorrad nicht nehmen können und dann einfach da reinfahren. So, finden Sie die Fallakte und wir müssen sie eliminieren. Und hier sind überall Wachen. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Oh. Müssen uns ein bisschen ranhalten, dass wir ihn... Ah, hier sind aber auch überall Zeugen, ne? Überall. Sonst hätten wir uns als ihn verkleiden können. Vielleicht, aber auch nur, ne? Wenn Sie einen Platz einnehmen würden, könnten Sie dicht an Madame Calist rankommen. Ja, aber hier sind überall Zeugen. Wird schwer. Aktuell? Ne, überall. Wo ist er hin? Da ist er. Mr. Whitmer, Oh God. thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Please do. If you'd follow me.
oughtn't say anything, but... Would someone go see what the funk that was? Sure, I'm on it. Oh, da ist gerade eine Wache. Lovely. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madam's funeral and then she turns up alive. But then the Vielleicht müssen wir noch mal einmal neu laden. Weil... Oh. Wir starten die Mission dann nochmal komplett neu. Weil, ich glaube, wenn er ein Gebäude ist, wird das ein bisschen schwieriger, ihn da rauszuholen. Wir müssen ihn dann irgendwie schon mit einer Münze vorher abfangen, damit wir seine Verkleidung haben. So. Wir müssen die zwei hier ausschalten. Nee, ist zu auffällig. Viel zu auffällig. The famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Ah, shit. So, wir versuchen ihn hier hinzulocken. What was that noise? Na komm, mein Freund. Will you quit that? Why would you strangle anyone? You bastard! There you are. We've got trouble. I saw this psychopath trying to suffocate someone. Uh-oh. Uh-oh. Okay, step back. I'll go and check. Oh, no. Come on, do you read? There's some bastard out there strangling people. Dressed in a costume or something. Oh. Wir haben uns gesehen. Noch sind sie am Suchen. Das war vielleicht unsere einzige Möglichkeit, weil sie hätte ihn jetzt direkt dahin geführt. Noch suchen sie. Aber ob sie mich suchen? Oh, jetzt suchen sie mich nicht mehr. What? Hallo? Hey, whoa. Ich glaube, die ist kaputt. Na super. Whoa. Wow. Was ist denn jetzt mit der verkehrt? What? Ich glaube, die ist broken. Die ist verbuggt. Ja, die ist verbuggt. Hey, whoa. Okay, nochmal von vorne. Wenn er dann den ersten Spot geht, dann locken wir noch ein bisschen weiter rein ins Gebüsch. Und dann machen wir ihn K.O., so dass uns keiner sehen kann. So, beeilen wir uns. Wir müssen schneller sein als er. So. Sobald er dann hier hinkommt,
Über die Brücke locken wir ihn hierher. Mit den Münzen. Und dann versuchen wir ihn hier so in diesem Bereich hinzulocken. Vielleicht funktioniert es dann, ohne dass wir da oben gesehen werden. Vielleicht ist sie dann deswegen so am Durchdrehen gewesen. Die Rolle da, weil wir auf einmal, wir haben ihn überwältigt und kommen dann als er wieder aus dem Gebüsch raus. Ja, wie auch the famous private auffällig. investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Killer. Okay. Hey? Ja, das ist gut. Hey, who is throwing stuff around here? Come on! Hmm? Keiner hat's gesehen. So. Wir nehmen wieder unsere Münzen. Was haben wir noch? Da. 2 Münzen hat er ja. Und eine liegt hier irgendwo noch rum, ne? Oh, egal. So. Keiner hat uns gesehen. Let's go. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Na klar. Yes, please. If you'd follow me. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral, and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary, and all this security. I've never seen the place guarded like this, and I dare say I don't like it at all. This is what I mean. You have to be patted down before you see Madame Carlyle inside. Oh, I could just cry. Okay. Unsere Waffe muss weg. Die muss leider weg. Haben wir sonst noch was? Nur die Kamera? Okay. I have to give you a pad down if you're coming this way, sir. It'll be over quick, sir. Just remain calm. See, that wasn't so hard. Please proceed. Ja, kann ich jetzt die Waffe einfach wieder nehmen? Mal ausprobieren. Oder er will mich wieder neu filzen. I need to do a quick routine check. Schade, schade. Hätte ja klappen können, ne? Ein Versuch ist es wert. Okay. Dann lassen wir die da einfach mal liegen. So, bitte sehr. Just stay calm, please. Thank you, sir. Please proceed. Dankeschön. So, dann wollen wir mal zu ihr. Da ist sie. Thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've traveled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? Ermittlung beginnen. To get started. As you wish. If you'll follow me, sir. Let's go. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. Okay. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them.
if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. Okay. A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. Ja, dann wollen wir mal Why schauen. don't you use your camera to scan the dead body, 47? Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Der tote Körper von Zachary Callis wurde im Bett des Opfers gefunden. Maler an seinem Hals deuten darauf hin, dass er gegen 22 Uhr gestern Nacht an den Folgen eines seltenen, sich selbst rasch abbauenden Pflanzengifts gestorben ist. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Ein Whiskyglas nebst zugehöriger Flasche, die auf dem Nachttisch von Zachary Callis Schlafzimmer gefunden wurde. Okay. Kann mich hier hinsetzen, um ihn anzugucken. Interessant. Sonst können wir nicht scannen, ne? Das waren nur 2 Spots, die wir hätten scannen können, oder was? Neben Zacharys Abschiedsbrief. Zachary's. Ein Abschiedsbrief, okay. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its Hier authenticity. können wir jemanden verstecken. Das ist gut. So, hier ist noch ein Spiegel. Ja, sonst war es das, ne? Tatort untersucht. War das noch ein Laptop? Vielleicht können wir den bedienen. Untersuchen. Zachary was shopping for New Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Ah. Nicht schlecht. Okay. Sonst noch irgendwelche anderen Sachen? Machen wir Kamera wieder weg. So, das war nur der Schrank. Sonst noch irgendwas Verdächtiges hier? Zigarren. Auf der Terrasse irgendwas? Hier haben wir eine Wache. Ja, es ist eine normale Wache, ne? So, Story-Mission. Untersuchen Sie Zacharys Zimmer. Okay, also gibt es immer noch mehr hier zu entdecken. Haben wir noch nicht alles untersucht. Schränke, hier vielleicht die Leiter. Nee. Aha. Okay. A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Aha. Und hier konnte man ihn sogar beobachten. A photocopy of the floor plans.
Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Fehlender Objekt. Okay. Aha, um da wieder reinzukommen. Fehlt dann also noch was? Dann gehen wir mal zum Butler. Schickes Haus. Ui. Das sieht aber nice aus hier. Suchen wir mal den Butler auf. Hallo, Sir, sind Sie hier? Da sind Sie ja. Nach mehr Informationen fragen. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Mhm. This is very useful information, 47. Das Schlafzimmer, in dem Rebecca Callist untergebracht ist. Das Zimmer liegt auf der mittleren Etage des Herrenhauses in Richtung des Parkplatzes. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Okay, befragen Sie Verdächtige und finden Sie interessante Orte. Jetzt bin ich hier richtig so ein Detektiv. Interessant. Die ist weiter oben, ne? In der Nähe des Parkplatzes vor allem. Ja, auch erstmal die Frage, wo hier ein Parkplatz bitte ist. Untertauchen als Leibwächter. Aha. Überwältigen. Ach, guck mal, da haben wir ein Symbol. That is the door to Rebecca's room. Alright. Achten Sie auf die Beschreibung eines Schlüssels, um herauszufinden. Okay. Wir brauchen einen Schlüssel, um da reinzukommen. Das wäre ja sehr einfach gewesen sonst, ne? Können wir nur rein und uns verstecken. Sonst gibt es hier auch nichts weiter, ne? Vielleicht hat dieser eine Dude was. So, wir gehen da mal rein. Vielleicht wird er aufmerksam oder auch nicht. Er wird nicht aufmerksam. Aber vielleicht hat er einen Schlüssel, ne? Aber auch nur vielleicht. Wir untersuchen mal weiter. Vielleicht finden wir auch so einen Schlüssel. Gehen wir mal hoch und suchen da was Interessantes. Oh, guten Tag. Und Verdächtige müssen wir auch noch finden. Sorry, sir, you don't appear on my list, so you need to go. Okay, hier dürfen wir mal wieder nicht hoch. Interessant. Did I understand correctly that I should give it to Rebecca in case of your death? Exactly. She holds the other one. I want her to have the file on Arthur Edwards if I die. You're not fearful she will be in trouble if she knows? She will start digging when she realizes things don't add up, inevitably getting her in trouble. I'd rather she knew who she's up against. She's clever and resourceful. Who knows, maybe she'll be able to hit him where it hurts. But I don't want her to get involved prematurely. Hopefully she'll never have to get involved at all. Okay.
You faced great obstacles too, I know. We will persevere. It is my duty to make that happen. How are you today, sir? Alles gut soweit. Danke der Nachfrage. Okay, da dürfen wir nicht rein. Und jetzt geht sie auch in das Tatortzimmer rein. Oh, Zachary. At least you never got to learn that the horrible thing we did was for nothing. To protect the Carlyle legacy, what bollocks. It's all gone, I fear. That bloody Arthur Edwards, how did I not see it? I doubt our big brother could have botched it up any worse than I have, even if he'd tried. Oh. So, da konnten wir nicht rein, da geht's ja nur auf die Terrasse. Wo könnten wir denn noch nicht gewesen sein? Da geht's nach oben. Da sind auch keine weiteren Räume. Da war ja Rebecca's Zimmer, was ja verschlossen ist. Sonst hatten wir unten noch nichts durchsucht. Gehen wir mal da hinten lang. Auch alles jetzt nur Wachen. Schubsen. Hello there, sir. Hallo. Just remembered I went for a stroll behind the greenhouse last night. Maybe that's where it is. What is? My lost button. The one you couldn't find at the graveyard. Wouldn't it be a good idea for you to go and look for it? Wo labern die denn? Now? A good idea. Unten? Yes. Ach, guck mal, da hatten. Vielleicht ist das einer, der hier wohnt. Können wir hier runter? Nice. Vielleicht können wir den befragen. Aber ein riesengroßes Anwesen, ey. Guten Tag. Patrick Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. Okay. Alexa Castell hat eine Kopie der Fallakte von Arthur Edwards in einem Schließfach in der Londoner Zweigstelle der Million Fitzpatrick Bank verwahrt. Man erhält Zugriff auf das Schließfach, indem man 2 Marker vorweist, die sich derzeit im Besitz von Alexas Tochter Rebecca und Mr. Fernsby, dem Butler, befinden. Aha. Ermittlung abschließen. Das Badezimmer. Hier geht's auch nur raus, ne? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Oh, of course. Den Leibwächtern zufolge haben Rebecca Castell und Mr. Fernsby, der Butler, je einen Marker. Nö, das hatten wir doch schon gelesen. Ein Hammer. Eine Sicherung. Könnten wir sicherlich gebrauchen. Trophäenraum. Auch nur eine Wache wieder? Ja, ist nur eine Wache. Haben wir hier? Vergiften. Ist nur zum Vergiften, ne? Oh, hallo. Rebecca Carlyle,
Can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 9:15. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else you want to ask me? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is that everything, Mr. Whitmer? Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Is there anything? Aha. Eine Kopie der Fallakte. Befragt. Emma Kaslis müssen wir noch befragen. Und Edward Kallis. Die müssen... Oha. Dann müssen wir noch ein paar befragen. Müssen wir die natürlich finden. Aber wenn sie nichts mehr hat, nö, können wir nicht weiter befragen. Sehen wir denn auf der Karte, wo die Personen sind? Glaube nicht, ne? Da draußen? Oder sind das nur, ist das nur was zum Fotografieren oder Kameradaten? Ach so, das ist auch zum Scannen. Ach, weil hier so Sachen liegen, ne? You look tanned. I bet Mother spent the last week at her Cyprus estate. Am I right? Dokumente zu den Besitztümern der... Dokumente, die Rebecca über die jüngsten Umschichtungen jener Besitztümer gesammelt hat, welche zum Medienzweig der vielen Beteiligung der Kallis gehören. Sie zeigen eine Reihe nicht autorisierter Verschiebungen bei den Mitteln und Privilegien. Okay. Suchen wir mal weiter. Aber ich glaube, die Zielpersonen werden hier nicht auf der Karte angezeigt, ne? Oder? Was sind das hier? Areal unentdeckt. Okay, da hinten haben wir noch Areale, die wir noch nicht erkundet haben. Dann gehen wir da auch noch mal hin. Aber beim Saloon hatten wir noch Kameradaten. Die nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Vielleicht gibt es ja auch noch mal interessante Daten. So, hier draußen, denke ich mal. Oh, hier ist was. Ach, hier ist eine Zielperson, die wir befragen können. Hallo. Can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. How do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone.
Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Aha. Die haben wir schon mal befragt. Der sagt ja schon wieder Informationen einblenden. So, und hier hatten wir irgendwas im Scan? Oder ist das drinne? Ich glaube, das ist drinne. Aber es sieht halt so draußen aus, das Symbol, ne? Oh mal, ich hole mal die Kamera raus. Naja, oh. Oder ist das oben? Nee. Vielleicht doch im Saloon. Interessant. Das sieht nach draußen. Oder vielleicht ist es oben? Kannst du auch haben? Mr. Fansbys Büro. Das Büro von Mr. Fansby, dem Butler. Der Raum ist über den Lagerraum im Personalhauptquartier im Erdgeschoss des Herrenhauses zugänglich. Okay. Glocke läuten. Essensglocke. Lol, einfach sogar noch eine Essensglocke. So, da hatten wir noch Fotos. Esszimmer. Was für ein Esszimmer, ey. Das ist wohl das Leben der Reichen. Edward Cullys Notizen für die Grabrede, die er anlässlich der vorgetäuschten Beerdigung seiner Mutter verfasst. Die Handschrift passt nicht zu der von Zacharys Abschiedsbrief. Zurzeit beschäftigt. Ich wollte dich nicht stören. Es tut mir leid. Ich hätte ihn gern noch ein bisschen zugehört, wie sie Klavier spielen. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff are all the company he had. If that's all, I have a speech to write. Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. Okay. Den haben wir jetzt auch befragt. Wir haben alle befragt. Außer Gregory. Und Zachary können wir ja schlecht befragen, ne? Der ist ja tot. Da müssen wir jetzt noch Gregory finden. Das älteste Kind. Morrison verdächtigt. Okay. Ich hätte ihn gerne noch Klavier spielen hören. Yes, Telefoniert er hi, jetzt? Cassie. It's me again. Edward. I know I'm not supposed to leave you messages, and this is the last time, I promise. It's just, I don't know how to handle this whole situation. I don't think I can, really. I can't feel my legs, and my eyes are not working properly. This flicker thing again. You can't tell anyone. But the thing is, I've been asked to perform the eulogy at the funeral event tomorrow. I know it all sounds so unbelievable. But even though Mother is still alive, we still have to go through with the funeral. I have to write the eulogy. I don't think I can. She will definitely want to read it, and no matter what I just know she'll be disappointed in me. Again. My legs are really weird.
I need you, Cassie. I'm sorry. I know. I'll hang up. Not supposed to do this. Christ, sorry. Bye. Oh je. Der klingt aber richtig verzweifelt. Na, spielst du jetzt wieder eine Runde Klavier? Komm schon, für mich. Ah, jetzt kümmert er sich wieder um seine Rede. You always led by example rather than by words and meaningless gestures. Like hugs and encouragement. Just a single spontaneous caress, what a difference that would have made. Right. I clearly remember when I was 5. I climbed a tree and could not make my way down. I was scared and called out for help. Of all people, you heard me, and when you saw me, you climbed the tree. I was relieved that help had finally arrived. But you went down immediately and said, when a grown-up can do it, so can you, Edward. You are 5, and climbing trees is supposed to be your area of expertise. Oh no, that won't go. You'll just think I remember this because I'm weak. Oh, und spielt sie jetzt noch eine Runde Klavier? Ja. Braver Junge. Dann zeig mal, was du drauf hast. Und nicht zu nah ran, sonst unterbricht er wieder. Lass uns über die Arbeit nachdenken. Ich kam hierher, um einen Auftrag zu machen, um die alte Troller zu töten. Doch jetzt bin ich ein Privatdetektiv. Ha. Ich habe meine Mission aus den Augen verloren. That music makes my heart soar. You and me both. So, was hatten wir denn noch nicht in der Karte? Da sind wir. Gehen wir doch noch mal rechts hier lang. Da hatten wir noch Orte, die wir nicht entdeckt hatten. Zack. Sieht wohl nach der Küche aus. What is it now? She scolded Mary for not making the bed the way she prefers it. It's so unfair. She'd just discovered Zachary's dead body and was all shook up. I tried to tell Emma, and do you know what she said? She said, things will change around here. I can promise you that. And her son Patrick is just as bad. Just look at Rosie. He has no respect. Preying on the girls like that. Oh. So, da haben wir die Küche gefunden. Ui. Ui. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Chris? He treated Ein me schönes like shit. Messerchen. All he wanted to do was play his stupid video games, never any romance. I deserve romance. So 41 guests will attend the funeral tomorrow. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. Mhm. So, waren wir noch nicht? Alibi bestätigt. Okay. Der ist schon mal raus. Jetzt müssen wir echt hier einen Mordfall aufdecken, ey. Anstatt dass wir einfach die Olle töten.
Aber es ist irgendwie interessant, mal als Detektiv hier durchzugehen. Und jetzt fehlt nur noch Gregory. How are things coming along inside? Is everything ready for tomorrow? I'm getting a headache from all the decisions. I mean, pram or stroller, comforter or not. Should I ask her to marry me? What if she says no? And then this big funeral thing tomorrow? It's the last thing I need. I remember how it was with the first one. The ones that That come is out- the door to Mr. Fernsby's office. Mhm. Brechstange fehlt. Könnten wir auch manipulieren. Aha, da brauchen wir einen Schlüssel für. Der gute Herr hat sein schönes Büro abgeschlossen, wa? So. Karte. Das wäre noch ein Ort, der uns fehlen würde. Und draußen. Hier haben wir auch noch einen Ort. Und hier hinten. Aber komplett durch. Okay, dann gehen wir mal. Und oben, warte mal, oben, wie sieht's oben aus? Karte. Aber auch noch unentdeckte Sachen. Hier hinten ein Raum. Immer von Zachary. Aber wir gehen erstmal raus. Hello, sir. Hallo. Guten Tag. Gregory, don't say more to that weird detective than you need to. I was just having a laugh, dear. Must admit, he's pretty good. What if he believes we had something to do with Zachary's death? Oh, please. He's circling us. I don't see him snooping around your sister. I bet Alexa said something. If I could be bothered, I'd be worried about your mental health, Emma. But sorry, I'm having too much fun enjoying the circus. So, ha? Jetzt schön über mich lästern hier. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Is that all? Not very... Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Aha. So, den haben wir auch befragt. Die Verdächtigen. Alibi bestätigt. Guck mal, jetzt sind nur noch die beiden und der Butler. 3 Personen sind also noch verdächtigt. Wir müssten in das Büro von diesen, von dem Butler reinkommen. Müssten irgendwie einen Zugang bekommen. Was haben wir denn hier für eines? Zigarrenkiste. Okay. Kann ich anscheinend werfen. Herrlich. Einfach werfen. Drauf geschissen. Wäre hier unten irgendwie sowas, was wir scannen können? Welches hier so ein Durchgang ist? Glaube ich nicht. She expects the family photo to be done any moment now. I need this shoot to happen, okay? And I need it to be perfect. Can't we just... So, Madame Carlyle, Ein denkwürdiger Tag. if you were to assist with the missing fuse, I'm sure the portrait would be one for the ages. Ein Bild für die Ewigkeit. Okay. take a fuse from another fuse box? Verkleiden Sie sich als Fotograf. Good. I'll finish setting up,
and then we'll grab the fuse just before you call down the family. Good. Yeah, that's a good plan. Okay. Wir kümmern uns aber weiter um die Detektivarbeit. Story-Mission. Lösen Sie den Fall. So. Die kann ich nicht befragen. Kabel freilegen. Dann uns mal weiter oben hier. Nicht irgendwas? Oh, nehmen wir mit. Jede Waffe, die wir finden, werden wir auch ausprobieren. Auch wieder ein Schlüssel benötigt. So, so. Und da wäre nämlich was drin, was wir scannen könnten. I don't believe for a second that Zachary committed suicide. We'd only just run through his plan for the spring seedlings yesterday. Yes, sure. But he was upset believing his sister was dead. I'd say worried about how things would be handled with Gregory and Emma taking over. I said they let him stay here, but Ethel was sure Emma would throw him out first chance she got. And now we'll never know. Oh my. You're taking this hard, aren't you? Okay, also da kommen wir schon mal nicht rein. Bleibt also ein unentdeckter Ort, außer wir schalten jemanden aus. Dann bleibt uns nur noch die zweite Etage. Und eine dritte gibt es auch noch, aber da durften wir ja nicht hochgehen. Da hätten wir noch ein paar interessante Orte. Da schauen wir uns mal um. Oh, hier ist noch eine Waffe. Schere. Ein paar Fingerchen abschneiden. Maybe I should ask her out. Get to know her in a personal way. You could try. Rosie told me Rebecca has a really cool saying, though. It takes a damn fine man to replace no man at all. So, you've got your work cut out for you if you do try. Oh, sorry, I didn't mean to imply that you're not fine. You're definitely fine. I mean, I don't fancy you or anything. You're not my type at all. Oh, Christ, I'll just shut up. Okay. Let's go, nach oben. Ich frage mich immer noch, vielleicht hier nochmal diesen Weg hier, aber das sieht nicht so aus nach dem Weg. Ne. Hatten wir da? Auch so, nur eine Leiter. Gut. Sonst haben wir auch nichts. Eine Grabegabel. Yeah. Wie er das doch immer einfach nur wirft. Einfach so, weg damit. Okay, dann wollen wir mal schauen. Jetzt hier die Treppe nach oben. Da hatten wir noch ein paar Räumchen. Vielleicht kriegen wir den Fall tatsächlich noch gelöst. Es sind ja nicht mehr viele verdächtige Personen am Start. Ja. Mal, wo wir jetzt gerade sind. Hallo. Und da hatten wir noch einen Raum. Ja, dann schauen wir uns nochmal an. Wenn wir da überhaupt rein können. Ich glaube, das war Rebecca's Zimmer, ne? Ja. Ah, Brechstange. Sehr, sehr. Aber da ist ein Wachmann. Das ist natürlich nicht so gut. Aber hier könnten wir jemanden verstecken. Wir locken den guten Herrn da mal rein. Man. What was that noise? I don't know. What? Gute Nacht. Hab süße Träume. So. Und rein mit dir. Die Münze nehmen wir wieder. Wo ist denn jetzt die Wache hin?
Alright, wir haben die Tür jetzt aufgebrochen. Hat keiner gesehen. Kamera. Wo ist meine Kamera? Da. Noch mehr zum Scannen? Ne, Informationszimmer von Rebecca. 1 von 2 Hinweisen gefunden. Liegt auf der mittleren Etage des Herrichtungsparkplatzes. Okay. Wir brauchen anscheinend noch ein paar mehr Infos. Ihr habt sich's aber hier richtig gemütlich gemacht, wa? Verzeihungen. Mach aber wegpacken. Vielleicht ist hier sonst ein Symbol noch. Hier unten ist sonst nichts zum Scannen. 1 von 2 Hinweisen. Hier können wir uns nur verstecken drinne. Jetzt nur Zeitungen. Oh. Interagiere. Okay, wieder ein Geheimgang. Spionieren. Hey Ron, did Yates mention anything about the Carlisle account? Yes, I'm in England now. It's all gone. Ron and I haven't been briefed about shit. What the fuck do I say to Carlisle? I feel completely blindsided here. I have no idea what's going on. It's all gone. No, she's calm as ice. It's just not natural. Nobody's that calm. It's gonna end in murder, I'm telling you. Alright, ich stopfe mal eben eine Kippe. Moment. So, da bin ich auch wieder. Also, alles Geld ist weg. Öffnen wir mal. Können wir hier überhaupt rein? Strange. Dürfen wir nicht rein. Scheiße! Das war irgendwie nicht so geplant. Laden. Wo hat er gespeichert zuletzt? Draußen. Oh, dann müssen wir nochmal Rebeccas Zimmer aufbrechen. Ist das belastend? Ich sollte echt mir mal angewöhnen, auch mal manuell Save Points zu machen. Bevor es hier mal eskaliert. Ah, die Schnauze, Olle. So, rein da. Und wieder hoch. Nochmal zu Rebeccas Zimmer. Welche Richtung waren das jetzt? Links oder rechts? Ich habe ihn vergessen. Gucken wir nochmal. Karte. Zimmer von Rebecca. Also hier links. Den müssen wir wieder überwältigen. Ach, die haben das gesehen. Ja gut. Wir hätten ihn da wieder reinlocken sollen. Hätte ja kloppen können. Da war ich ein bisschen voreilig. Dachte, ich kann es ein bisschen schneller machen. Aber nein. Durfte ich nicht. Ich muss ihn da wieder reinlocken in die Toilette. Sobald ich das Zimmer dann aufgebrochen habe, oder eher gesagt, sobald ich den da ausspioniert habe, mache ich mal ein Safe Game. Damit wir nicht so weit zurück müssen. Falls wir einen Fehler begehen. Denn wir wollen halt erstmal nur der Detektiv sein und den Fall lösen. Aber wenn wir halt Leute beseitigen müssen, dann müssen wir halt Leute beseitigen, ne? Dann gehen wir mal jetzt hier lang. So, dann locken wir ihn da wieder rein. In das Klo.
Ein Staubwedel kann ich auch nehmen. What was that? Ich hab das auch gehört. Komisch, ne? Why is that happening? Ich habe keine Ahnung, warum das passiert ist. Sehr, sehr komisch, ne? So, und jetzt kommt er natürlich hierher. Müssen wir jetzt abwarten, bis er gleich wieder geht. Sonst hört er das. Durchklettern. Boah, die haben Waffen. Schwierige Waffen hier, doch. Oh, mein Freund. Er macht seine Runde. Wir öffnen die Tür. So, hat keiner gesehen. Kamera raus. Scannen wir einmal hier. Zack. Dann den Geheimgang hier öffnen. Und spionieren. Hey Ron, did Yates mention anything about the Carlisle account? Yes, I'm in England now. It's all gone. Ron and I haven't been briefed about shit. What the fuck do I say to Carlisle? I feel completely blindsided here. I have no idea what's going on. It's all gone. No, she's calm as ice. It's just not natural. Nobody's that calm. It's gonna end in murder, I'm telling you. So, weil ich wollte dann nämlich reingehen und jetzt machen wir erstmal einen Speicherpunkt. Wollte dann nämlich rein. Haben wir jetzt auch gespeichert. So, dann müssen wir den irgendwie jemanden da rausloggen, weil hier haben wir nämlich 2 Platz. Vielleicht kommen die ja, wenn ich eine Münze hier hinwerfe. Ne, hören die nicht. Hier kann ich auch spionieren. Aha. Interessant. Ich kann jemanden im Badezimmer spionieren. So, so. Also gibt es hier perverse Leute, wa? Speechless. I mean, why does this all... Und gute Nacht, mein lieber Freund. Vielleicht finden wir da nämlich auch interessante Sachen. Hä? Wollte dich doch ziehen. Rein da mit dir. Gute Nacht, mein Freund. Komme ich jetzt hier noch raus? Wie komme ich jetzt hier raus? Shit. Eine Schere. Wie ist denn der hier durchgekommen? Ah. Sehr viele Geheimgänge haben die hier. Ist schon interessant. So. Vielleicht finden wir wichtige Infos hier. Auch nur vielleicht. Kamera mal rausholen. Vielleicht können wir das scannen. Nö, schade. Aber wir können es untersuchen. This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlisle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. Okay. Akten, die auf dem Laptop des Anwalts gefunden worden. Sie zeigen, dass Alexa Carlisle die Kontrolle über ihre Besitztümer verloren hat, einschließlich Tonbridge Manor. Gut, was haben wir hier? Getränkedose können wir auch mitnehmen. Alles Sachen, die wir werfen können. Um mal jemanden abzulenken, wenn es sein muss. Ach, hier hätten wir auch welche verstecken können. Ja gut.
Da stehen 2 Wachen. Ich glaube, hier darf ich gar nicht sein, ne? Oder doch, hier darf ich wieder sein. Und hier war der Opa ja tot, ne? Guten Tag. What is it, Fernsby? Mr. Edward is not coping too well with the situation, I'm afraid. He is a useless wimp. If it's not one thing, it's another. If I may say so, these are challenging circumstances for everyone. It seems to be his role in the staged funeral event tomorrow that weighs on him. Christ. If he'd just grow a pair. I believe he is calling his ex-wife again. It could end with legal consequences. The harassment charges from last time led to that restraining order. Should I talk to him? Maybe it's better if I have a word with him. If I may, madam. Yes, you might be right. Thank you, Fernsby. Also es sind 3 Leute, die verdächtig sind. Und ein Schließfach. Marker für Rebecca, die Leibwächter zur Übergabe Rebecca und der Butler ein Marker. So. Zimmer von Zachary. Zacharys Leiche. 6 von 6 Hinweisen haben wir gefunden. Aha. Hier müssen wir noch suchen anscheinend. 1 von, oder? Ja, da fehlt noch ein Hinweis, ne? Ein Hinweis bei Rebecca und Mr. Fernsbys Büro. Da könnten wir ja jetzt auch einbrechen. Wir haben ja eine Brechstange. Wo war denn sein Büro nochmal? Blumen. Immer von Rebecca. Den Raum. Hier, da war seins. Müssen wir nochmal runter. For centuries the Carlyles have fought to prosper, all of us alone. Dann brechen wir nochmal in das Zimmer von dem ein. Und vielleicht finden wir da noch was Interessantes. Wo mussten wir nochmal längs? Fahrtür. Alright. So, öffnen. Und was werden wir hier so finden? Infogegenstände. Eine von Mr. Fernsby, dem Butler, verfasste Liste. Daran stehen verschiedene Vorbereitungen für die vorgetäuschte Beerdigung morgen sowie ein Fotoshooting heute, das am Brunnen im Garten stattfinden soll. Die Handschrift passt nicht zu der von Zachary Callis Abschiedsbrief. Aha. Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Oh. Das beweist also. Did all the groceries arrive? I heard some of the delivery people were Aber einen Hinweis hatten wir noch bei Rebecca. Tüte mit Zucker. Hier habt ihr ein bisschen Zucker. So, Rebecca war ja eine Etage oben. Und da fehlt noch ein Hinweis. Irgendeinen Hinweis haben wir übersehen. Wo war nochmal die Treppe? Irgendwas hatten wir dabei hier noch übersehen. Die Rebecca, was hast du zu verheimlichen? Sie auch ein Kamin oder sowas? Mülleimer ist leer. Irgendwas müssen wir übersehen haben, ne?
Irgendwas. Kamin brennt noch. Da war ja nur dieser Geheimgang. Sonst nur ein paar Bücher. Vielleicht das Tablet. Können wir das nicht verwenden? Ne. Koffer. Klamotten. Nichts Interessantes für uns, ne? Okay. Man hätte auch vielleicht durchs Fenster oder so hier durchgehen können, ne? Ja. Lol. Hätte man auch irgendwie einen Weg hier finden, rein können. Ja, hier dann darüber so. Hätte man die Tür nicht mal aufbrechen müssen. Aber wir haben ja eine Brechstange gefunden. Also. Aber hier muss noch irgendwo ein Hinweis versteckt sein. Das ist jetzt die Frage. Das alles mal mit der Kamera abscannen oder was? Ach, der Laptop. Guck mal. So offensichtlich und hab's übersehen. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Okay. Das heißt, Rebecca ist jetzt auch raus. Wir haben jetzt noch 2 Verdächtige. Emma Callis und Mr. Fernsby. Ich glaube, das ist der Butler gewesen, weil da war auch das Tagebuch, ne? Und Emmas Zimmer. Kleines Büro von Zachary. Hier hinten waren wir noch gar nicht. Aber wir haben halt den Beweis schon mal, dass die Handschrift nicht übereinstimmt. Okay. Okay. Wo hast du denn die Besen auf einmal her? Hat sie nicht gehört. Ah, natürlich ist sie jetzt hier, die Olle. Vielleicht können wir jetzt hier auch ein Rasiermesserchen. Ah, guck mal, wir können die eine Olle doch hier reinlocken. Das wird sie doch sicherlich hören. War doch noch eine Wache jetzt gerade gekommen. Ach, jetzt haut sie ab, oder was? Versuchen wir das so. Vielleicht können wir das ja... Ja, dann können wir bestimmt durchs Fensterchen hier rein. Okay, hier ist Fenster zu. Auch Fenster zu. Haben die eine Terrasse? Wir haben eine Terrasse. Wie entspannt da hier auch einfach so lang geht, ey. Ich hätte das nicht so entspannt gemacht. Zack. Und schon haben wir einen Weg hinein. Irgendwas Wichtiges vielleicht? So. Hier müsste irgendwas versteckt sein. Kamera. Schuhe scannt. Schuhe und Fußabdrücke, die in Emmas und Gregorys Zimmer gefunden wurden. Oh, hier können wir nur betreten. Gucken wir jetzt nochmal. Wir hier auch wieder einen Laptop oder so finden. Was haben wir hier? Ein Gehstock. Damit alle K.O. schlagen. 2 von 4 Hinweisen sogar. Okay, hier gibt es ein paar mehr Hinweise. Nur eine Steckdose, ne? Hier haben wir auch nur Tee. Hier wäre was. Brief von Emmas Mutter. Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother
stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. Oh. Jetzt haben wir 3 von 4 Hinweisen. Jetzt noch ein Brieföffner. Haben wir doch, glaube ich, schon, ne? Egal. Laptop haben die hier nicht, ne? Handtasche. Nix. Getränke haben die gesoffen. Alter, was für eine Badewanne, ey. Scheißen, ja richtig Geld, ey. Ja, was? Aber sehe ich doch wieder. Kohle kann man auch nicht öffnen. Im Kamin auch nichts. Gibt es hier vielleicht wieder einen Geheimgang? Oh. Beseitigen. Propangasflasche fehlt. Okay. Okay. Würde wohl einen lauten Knall geben dann. Draußen war ja sonst auch nichts, ne? Keine Hinweise. Verdächtige sind jetzt nur noch die beiden eigentlich, ne? Information. Verdächtige. Ja, nur noch die beiden. Aber wo ist denn der letzte Hinweis hier, ey? Ja. Bin so lost. Hilfe. Hilfe. Hier kein Laptop oder so. Das ist nur der Gehstock. Öffnen? Achso, das ist die Tür, ne? Ja, die Tür. Aber jetzt kann ich die auf einmal öffnen, weißt du? Nicht, dass das hier... Eine Propangasflasche, nicht, dass das jetzt hier ein Hinweis ist. Wo finden wir dann bitte eine Propanglasflasche? Zeitung. Suchen wir mal diesen Butler. Weil eigentlich haben wir ja jetzt genug Informationen gesammelt. Vielleicht sollten wir aber lieber mal mit der Ollen sprechen, anstatt mit dem Butler. Die muss doch hier auch irgendwo rumlaufen. Ah, die ist die da oben, da wo ich nicht hin kann. Aber vielleicht kommt sie ja runter. Wo geht's denn hier überhaupt dann hoch? Da hinten. Aber ich würde gerne mit dem Fall mit ihr abschließen, anstatt mit dem Butler. Nur die beiden bleiben halt übrig. Yeah, I can't let you pass. I'm sorry, sir. Ah. Wann kommt sie denn runter, bitte? Aber wenn ich ihn K.O. schlage, dann sieht der eine das, ne? Wir warten. Wir warten einen kleinen Moment. Da ist sie doch. Kommt sie auch hierher? Das sieht gut aus. Wir machen aber mal einen Speicherpunkt, falls sie doch nicht alle Daten haben. Ja. Vielleicht brauchen wir wirklich noch diese Gasflasche, um dann alle Hinweise zu haben. Aber vielleicht reicht das schon aus, was wir alles gesammelt haben. Guten Tag, Madame. Ach, ich kann gar nicht mit ihr reden. Muss wirklich mit dem Butler reden.
Madame Carlyle. Mr. Whitmer, you found proof of what happened to my brother? No, not yet. Go and see Fernsby when you do. Ah, okay. Fernsby soll ich vor allem aufsuchen. Vielleicht brauche ich wirklich diese... Das ist er doch. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me. Okay. Also ich brauche eine Propanglasflasche. Ne, Propanglas. 3 von 4. Hier haben wir alles. Ach, guck mal. Fernsbys Büro hat auch noch einen Hinweis. Wir sind also noch nicht ganz fertig. Greetings, sir. Noch nicht ganz fertig mit dem Fall. Bin gespannt. Das ist ein geiler Plot anscheinend. Und ich würde schon gerne wissen, wer ihn umgebracht hat. Und wo war noch mal sein scheiß Büro? Ach, falsch. Hier mussten wir ja lang. Da. Hier müsste also auch noch irgendwo ein Hinweis sein. Ja, interessant. Aber es ist so klein, das Büro, ne? Irgendwas. Was? Schürhaken. Herrenhaus Generalschlüssel. Aha. Ein Schlüssel, der alle Türen in Thornbridge Manor aufschließen kann. Das ist gut. War das jetzt ein Hinweis? Ich glaube nicht, dass das ein Hinweis war. Ja, nee, das war auf jeden Fall kein Hinweis. Das war nur die Waffe. Hä? Was war das denn, ein Symbol für die Waffe? Hat er auch einen Geheimgang hier oder so? Tablettenbehälter. Painkiller. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? Nö, das reicht. Wenn wir jetzt soweit sind, dann wollen wir das Ganze doch mal abschließen. Ich habe gelöst, die Fall. Die ist fertig. Und sie lebt immer noch. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. Ja, sehr gerne. Dann wollen wir ihm mal alles erzählen. Und es sind halt nur die beiden übrig geblieben. Alle anderen hatten ein Alibi, ne? Es muss also einer von denen gewesen sein. Einer von den beiden. Oder vielleicht haben sie es sogar beide gemacht. Wer weiß. Oder wir schieben es halt dem Butler in die Schuld. So, und dann darf er das Ganze ausbaden. Ah, jetzt dürfen wir auch hier rein. Endlich. Sehen wir endlich mal, was hier oben abgeht. Hallo. This is Madame Carlyle's office. Please step inside. Okay. Dankeschön. Your detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. Now, go claim your reward.
So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. Please, go ahead. Mr. Fernsby beschuldigen. Wait. Emma beschuldigen oder Zachary? Aber die sind ja ausgegraut, ne? Also Mr. Fernsby müsste die Schuld bekommen. The butler, Mr. Fernsby, killed Zachary. Fernsby? Oh, you've got that wrong. He would never do such a thing. He is the most loyal man I have ever met. I found pills in his office that matches the poison that killed your brother. Furthermore, I found Zachary's notebook, half burned, in Mr. Fernsby's fireplace. It showed that Zachary intended to publish a written confession to a murder the two of you committed nearly 50 years ago. The murder of your older brother, Montgomery. That's outrageous. We did no such thing. No need to feign innocence. I know a killer when I see one, and my discretion is assured. The papers also described how Mr. Fernsby helped you stage the murder of Montgomery as an accident. I believe he killed Zachary not to be exposed as an accomplice to murder. Sweet Fernsby. You are wrong, Mr. Whitmer. He did not do it to protect himself. He did it to protect the Carlyle legacy. Mr. Fernsby, like myself, understands that sacrifices must be made to secure stability and prosperity. Mr. Whitmer, I'd appreciate it if your findings never leave this room. I understand Fernsby's actions, and there is no need for them to have more consequences than they already have. Fernsby was very fond of Zachary, and I'm sure his decision will haunt him to the day he dies. About your reward, have you considered an amount? I want the file you have on Arthur Edwards. Arthur Edwards, the constant. But that must mean you're... I expected you'd show up. But you're not here to kill me. If you were, you would have already. The enemy of my enemy, I suppose. You can have it. You earned it. Oh. Nice. The file you want is in the safe. Good hunting. I need Dankeschön. some privacy. Thank you. Gerne. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. What? Mission complete. Well done, 47. Einfach runtergeschubst. Und die haben nichts mitgekriegt. Tja, diese Zeiten, wa? Oh, herrlich. Yeah, keep it real. Tschüss. War schön hier. Achso, wo ging's denn nochmal raus hier? Wir sind ja nicht in der mittleren Etage. Hier hatten wir noch einen Ort, den wir nicht entdeckt hatten, ne? Unbefugtes Betreten. Oh, okay. Einen schönen Tag wünsche ich noch, der Herr. Es war nett mit Ihnen. Oh, jetzt spazieren wir einfach hier raus, als wäre nie was gewesen. Sie haben sie zwar tot gefunden, aber ich war es ja nicht. War artig. Und doch keiner hat es gerallt, dass sie tot ist? Als ob.
Also einen haben sie, also Körper wurde ja gefunden. Oh. Aber es ist jetzt halt die Frage, war jetzt wirklich Mr. Fernsby das? Oder waren es halt noch die beiden, ne? Okay, Suche hat begonnen. Oh, nehmen wir mal die Abkürzung. Oh, das war schon mit der Suche. Das ging aber flott. Kommen wir denn hier raus? Fallen lassen. Let's go. Was hatten wir denn hier noch für netten Waffen? Wir lassen sie mal am Leben. Wir mussten auch keinen töten diesmal. Wir können auch jetzt einfach rausspazieren, als wäre nichts gewesen. Weil wir sind ja der Privatdetektiv. Genial. Oh shit! Oh shit! Weg hier, weg hier! Gutes Timing, würde ich mal sagen. Oh, 21.000, nice. Haben aber trotzdem noch nicht alles fertig gehabt. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Oh shit. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Cover me! Shit. Walk away! Or what? You gonna take us all on? Oh shit, das sind aber viele. Don't. Tell the Constant to start running! Oh nein. You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I'll look forward to your call. Aha. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now.
Oh, bis jetzt echt schon ganz geil, die Story. Aber ich habe jetzt Hunger, ich will was fressen. Und dann will ich meine neue Serie, das ist nämlich eine neue Folge am Start. Die will ich unbedingt suchten. Und dann denke ich mal, werden wir morgen nochmal weitermachen mit Hitman 3. Und die Story weiterspielen. Ich verabschiede mich. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute.